So, jetzt geht das los. Moin, ihr Landratten. Herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live. Ich bin hier in Heidenheim. Der ein oder andere von euch hat ja die Vorgeschichte mitbekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, aber ich war in Rostock bei der Hanse Sail. Da bin ich auf dem Fairplay-Schlepper mitgefahren. An der Stelle auf jeden Fall nochmal einen schönen Gruß an Conny. Und da haben wir einen Livestream gemacht. Und da hat sich dann irgendwann im Livestream jemand reingemogelt und kam mit ganz klugen Kommentaren. Und das klang so ein bisschen so, als ob dieser Mann irgendwie Ahnung von der ganzen Materie hat. Und heute steht er neben mir, das ist Dr. Dirk Jürgens, Entwicklungsleiter der Firma Voith Schneider. Ja, mit den Firmen, das nehmen wir gleich mal auseinander. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also ich sage jetzt mal bei Voith und es geht heute natürlich um den Voith Schneider Propeller. Dirk, vielen Dank für die Einladung. Ja, Patrick, vielen Dank. Herzlich willkommen von unserer Seite und ja, wir freuen uns, dass wir heute euch einen Einblick geben dürfen, was wir bei der Voith Turbo Marine, so heißen wir nämlich, bei der Voith Turbo Marine machen. Und dazu sind wir heute ja, in unserem Headquarter, wo Forschung und Entwicklung passiert, wo Propeller gefertigt werden. Da werden wir heute euch hinter die Kulissen schauen lassen. Wir sind hier auf dem Voith-Gelände. Das ist ein riesen Firmengelände. Voith, das ist eine große Maschinenbaufirma in Süddeutschland. Und wenn ich jetzt mal darüber gucke, da ist zum Beispiel die große Turbinenhalle, eine der größten Turbinenhallen der Welt mit über 200 Meter Länge, wo große Wasserturbinen gebaut werden. Aber das wird heute nicht unser Thema sein. Wir werden uns heute um Schiffe und Propeller kümmern. Und wenn wir jetzt in unser Gebäude reingehen, wenn man da so durchschaut, da sieht man so als Begrüßungsbild einen Delfin. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann. Und dieser Delfin, der zieht sich auch über die Stockwerke hoch. Der Sinn ist, der Delfin, der repräsentiert den Voith Schneider Propeller. Das heißt, der Ernst Schneider, der hat Folgendes gemacht. Der hat eine Fischpropulsion sich angeschaut und ist dann auf die Idee gekommen, einen neuartigen Propeller zu bauen. Also der Propeller ist eine bionische Entwicklung im besten Sinne des Wortes, aber das zeigen wir euch noch später. Wir gehen jetzt einfach mal rein und dann gehen wir in die einzelnen Sachen. Ja. Ich übernehme mal ganz kurz die Kamera und gebe mal den Chat weiter. Weil hier schon die Frage kommt, im Chat, wer ist denn eigentlich das Kamerakind heute? Das Kamerakind. So, geht mal erstmal durch hier. Mal ganz kurz. Das ist die liebe Adela Stiefel, die hat hier alles organisiert, ist ein bisschen fürs Marketing zuständig und hat gesagt, Mensch, ich kann ab und zu mal die Kamera halten, wenn ihr beiden dann vor der Kamera seid. So, hier sind wir jetzt in diesem eindrucksvollen Gebäude, in dieser Eingangshalle. Es hallt hier natürlich wie in einer Kathedrale. Und hier habt ihr ein ganz besonderes Bild, hast du gesagt. Genau, das ist dieser Delfin. Der Künstler, der Professor Bradler, der den gemalt hat, den Delfin in unserem Auftrag, der hat gesagt, ja, der Delfin, der ist der Repräsentant für den Voith Schneider Propeller. Und hier sieht man den noch recht deutlich, den Delfin. Und wenn man nachher Stockwerk für Stockwerk höher geht, dann vereinigt der sich mit dem Wasser. Und was ist die Aussage? Dass wir eben einen Antrieb haben, der im Wasser sehr gut funktioniert, der sehr leise ist, der sich quasi im Wasser unsichtbar macht. Das ist für Forschungsschiffe wichtig. Das heißt, wir haben einen im Wasser freundlichen Antrieb, auch für die Fischwelt. Ja? Das heißt also auch für die Flora und Fauna ist das ein guter Antrieb. Ja, jetzt gehen wir mal nach oben. Also wir haben, ich muss mal ein großes Lob aussprechen an die ganze Firma Voith und das Team hier. Exzellent vorbereitet. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt ein bisschen Theorie machen. Das heißt, es geht noch mal so ein bisschen um ein klein bisschen Firmengeschichte, damit ihr das einfach mal einordnen könnt. Aber dann auch um die grundsätzliche Funktionsweise des Voith Schneider Propellers. Angenehmer, wenn der Hall weg ist. Ne? So. Also wir werden ein bisschen Theorie machen, das machen wir jetzt hier im Besprechungsraum. Und dann geht es aber zu den Spielzeugen rüber. Genau. Das heißt, in den nächsten Teilen werden wir in den Simulator gehen und dann in die Montagehalle und zum Schluss dann noch in einen Wasserversuchstank. Genau. Also super spannend. Genau, wir haben also 3 Stationen für euch vorbereitet und wir hoffen, dass die 3 für euch spannend sind.
Jetzt starte ich erstmal kurz, vielleicht sage ich noch ein paar Worte zu meiner Person. Ich leite hier die Forschung und Entwicklung der Voith-Turbo-Marine. Ich habe Schiffbau studiert an der Universität in Rostock, habe dann über den Voith-Schneider-Propeller promoviert und habe also mein Berufsleben, muss man wirklich sagen, diesem Propeller gewidmet. Und bin seit 26 Jahren jetzt hier Leiter der Forschung und Entwicklung. Und ja, jetzt schauen wir mal hier auf dieses Bild. Hier sieht man, den Propeller sieht gar nicht aus wie ein Propeller. Ein Propeller, da hat man so eine... Dirk, ich muss mal ganz kurz Ja? die Kamera einrichten, dass wir Okay. einen möglichst guten Bildausschnitt haben. Das ist immer so ein bisschen der Nachteil von live, aber ich glaube, jetzt haben wir deine Folie ganz gut drauf. Okay, dann sehen wir hier den Propeller. Hier steht eine Kollegin, das ist die Frau Schmidt-Hantos, eine Ingenieurin, die diesen Propeller mitkonstruiert. Da arbeiten natürlich viele Konstrukteure, Berechner dran. Der wird dann hier bei uns gefertigt, aber das werden wir alles noch sehen. Wir sehen hier diese Flügel, das heißt, normalerweise denkt man eine Schraube, ja, da dreht sich irgendwie so eine Schraube, aber bei uns ist es ganz anders. Es sind Flügel, die aus dem Wasser gucken und die schwingen hin und her, aber das werden wir noch sehen. Und hier sieht man mal so ein Schiff mit Voith-Schneider, das wird gerade gebaut. Das ist die Meteor 4, ein über 120 Meter langes Forschungsschiff der Bundesregierung, das gerade bei der Fassmer und Meyer Werft im Bau ist. Die Propeller haben wir schon geliefert. Und das sind so Beispiele, aber ich zeige euch noch ein paar andere Beispiele. Ich klicke jetzt mal weiter. Und was ist das Besondere? Es gucken nur die Flügel. Es gucken nur die Flügel aus dem Schiff heraus. Also so sieht das im Schiff aus, so sind die eingebaut. Dann dreht sich dieser Radkörper, nennen wir das, und die Flügel schwingen dabei hin und her. Aber vielleicht, damit ihr eingestimmt seid, worum es geht, sage ich noch mal 3 Worte zur Firma Voith. Die Firma Voith hat 3 große Divisionen, ist ein großes Unternehmen mit 22.500 Mitarbeitern und ein großes Produkt, das sind Wasserturbinen. Das ist ein großer Produktbereich. Hier sieht man mal so eine Kaplan-Turbine, hat schon Ähnlichkeit mit einem Schraubenpropeller, mit einem Verstellpropeller, nur dass eben Energie aus dem Wasser gezogen wird. Dann ist Voith einer der größten Hersteller von Papiermaschinen. Das heißt, wir fertigen Papiermaschinen und bestimmt sind, weiß nicht, vielleicht mehr als 30–40% des produzierten Papiers auf der Welt auf Voith-Maschinen. Hier seht ihr so eine Maschine. Das ist also ein technologisch sehr anspruchsvolles Produkt. Und Voith Turbo, da gibt es ein Sammelsurium von schönen Produkten wie Bahngetrieben, wie Industriegetrieben und eben dem Voith-Schneider-Propeller, auf den wir uns heute konzentrieren. Das sind so die 3 Bereiche, die wir da haben. Und gehe noch mal einen zurück. Na, so, falsche Richtung. So, genau. Ich habe mal hier so eine Zeitachse, da will ich jetzt nicht viel Zeit dran verschwenden, nur so viel sagen, wir sind immer auf Innovationen aus und zum Beispiel das erste Patent geht auf 1869 zurück. Die Firma ist über 150 Jahre alt und hat immer neue Produkte gebracht, die Kaplan-Turbine, den Voith-Schneider-Propeller, neue Wasserturbinen, neue Busantriebe und so weiter. Technologie ist unsere, wie man modern sagt, unsere DNA. Aber wie ist man jetzt zu dem Voith-Schneider-Propeller gekommen? Der Ernst Schneider, hier sieht man ihn, der war Student in Wien, ein pfiffiger Typ, der eben, wie gesagt, auf Basis der Fischpropulsion, wie so ein Fisch sich durch Wasser bringt, auf die Idee gekommen ist, den Voith-Schneider-Propeller zu bauen, hat ein Patent eingereicht, hat ein Modell gebaut. Hier sehen wir das Modell. Ist zur Firma Voith gegangen und hat die Firma Voith überzeugt, dass der Voith-Schneider-Propeller ein gutes Produkt werden könnte. Und Voith, die Familie Voith hat dann in dieses Produkt investiert. Und das erste Schiff war dann die Torqueyo bei der Firma Lürssen, bei der Werft Lürssen gebaut. Torqueyo heißt lateinisch ich drehe mich. Und dieses Schiff hat dann so überzeugt, dass wir, das war 1926, 1928 das Schiff, dass wir dann in die Produktion eingestiegen sind. Und das erste Schiff war eben 1928. Und jetzt bauen wir für ein Schiff, das Minen entfernen soll, die Baunummer 4560. Das heißt, wir haben jede Menge Propeller gebaut und haben das auch
für die Zukunft im Plan. Hier sieht man nochmal die Propeller 1934 und 2024 ist nicht der größte, aber die Propeller werden ständig weiterentwickelt. Es geht darum, den Wirkungsgrad zu steigern, das heißt mit immer weniger Energie immer bessere Kräfte zu erzielen. Es gilt darum, leiser zu werden und das ist unser Ziel dabei. Ja, welche Schiffe sind das? Das sind Schleppfahrzeuge. Hier sieht man, da haben wir ein neues Prinzip entwickelt, dass wir die Propeller in Bug und den Schlepphaken ins Heck gebracht haben. Das ist der sogenannte Feuchtwassertrecker. Und Patrick hat ja gesagt, wir haben uns auf so einem Schiff beide kennengelernt, bei der Hanseszeel. Also hier sieht man mal, wie das unter Wasser aussieht. Hier wird mal so ein Versuch gemacht, was der zu ziehen kann. Und wir haben bis jetzt über 1000 Propeller mit Feuchtwasser, also über 1000 Feuchtwassertrecker laufen auf der Welt. Das ist 2024 haben wir den 1000. ausgerüstet. Darauf sind wir sehr stolz. Ja, hier sieht man mal, wie so ein Schlepper dann auch arbeitet, wie er zum Beispiel bei Fahrtkräfte erzeugt. Das geht mit dem Voith-Schneider-Propeller sehr sicher und mit sehr hohen Kräften. Und ich werde jetzt mal versuchen, dieses kurze Video zu zeigen. Das sind nur ein paar Minuten, paar Sekunden. Das ist die größte Fähre mit Voith-Schneider-Propeller, die Staten Island-Fähre, die zwischen Manhattan und New York fährt, hier beim Ziehtrail. Die Fähre fährt 19 Knoten schnell und ja, bringt dann 6000 Passagiere von Manhattan nach Staten Island oder umgekehrt in New York. Und hier sieht man mal die VSPs mit ihrer gewaltigen Kraftwirkung, die aber wiederum sehr gezielt, sehr feinfühlig aufgebracht werden kann. Deswegen nimmt man den Voith-Schneider-Propeller. Hier wird das Schiff mal quergeschoben. Wir können aber auch kleine Propeller bauen. Hier sieht man also eine große Fähre. Das ist eine neue Nordostseekanalfähre. Wer da Lust hat, kann mal gerne zum Nordostseekanal fahren. Da gibt es ja 14 Fährstellen und 3 haben schon die neuen Voith-Schneider-Schiffe und die 11 anderen haben noch alte, die ja natürlich erneuert werden sollen, aber auch Voith-Schneider. Das heißt, seit 1952 ist die Fährverbindung über den Nordostseekanal sicher gewährleistet mit Voith-Schneider-Propellern. Und da merkt ihr auch schon, wie lange so ein Propeller lebt. Eben seit 1952 sind da Fähren im Einsatz, die jetzt erneuert werden, aber das ist natürlich auch ein Zeichen für Nachhaltigkeit. Ja, hier sieht man so ein Minensuchschiff, ein finnisches mit Voith-Schneider-Propeller zum Entfernen von Seeminen. Und das ist hier ein Schiff, das Windmühlen aufstellt, also Windturbinen auf See. Hier sieht man die 3 Voith-Schneider-Propeller rausschauen. Und ja, das ist so ein Schiff, das eben Monteure auf die Windmühlen bringt. Ich gehe mal darüber. Ja, wer mal Lust hat, eine Kreuzfahrt mit dem Voith-Schneider-Schiff zu machen, das ist am Mississippi mit 3 Voith-Schneider-Propeller. Die Viking Mississippi, das ist ein Erlebnis, ich kann es jedem empfehlen. Ich war mal zu Messungen dort, das ist schon klasse, wie leise die Propeller laufen, wie vibrationsarm. Also das Schiff hat wirklich dank der Voith-Schneider-Propeller eine sehr, sehr hohe Qualität. Gut, und jetzt vielleicht nochmal, wie sieht es so im Inneren aus? Also hier sieht man den Voith-Schneider-Propeller. Hier sieht man mal so ein Bild, die Flügel, und da gucken wir jetzt gleich mal genauer hin, die schwingen hin und her. Und wenn ich jetzt, das nennen wir die Sehne, der Anfang und der Endpunkt des Profils, wenn ich da eine Linie ziehe und da im rechten Winkel eine normale, nennt man das, bringe, die schneiden die sich alle in einem Punkt, das ist der Steuerpunkt. Und wo ich den hinbringe, da geht der Schub ganz schnell hin, und da haben wir für euch ein Programm, das ihr in den App Stores oder auf unserer Webseite für PC, für Android oder für iPhone runterladen könnt. Das heißt IVSP oder IVSP, Interactive Voith-Schneider-Propeller. Und da gibt es dann, hier sieht man das Programm in seiner Oberfläche, da gibt es dann Schiffe, und zwar haben wir dort... Dirk, bevor du weitermachst, einmal ganz kurz dazwischen. Also das ist sensationell, wie du das hier erklärst. Ich bin gerade ganz begeistert. Ich habe, komm mal bitte so ein bisschen in die Kamera, ich habe, glaube ich, noch nie in einem Stream so wenig Redeanteil gehabt. Also was ein großes Lob ist. Ganz kurz, den Simulator, den ihr jetzt hier gleich seht, den
könnt ihr auch selber ausprobieren. Ja, vielleicht posten unsere Moderatoren nochmal den Link in den Chat. Den gibt es für Android, für iPhone und, glaube ich, Windows. PC, ja, genau. Und für PC. Also das, was ihr hier seht, könnt ihr selber mitspielen. Ist sehr interessant. Und nochmal eine Frage. Also viele kennen ja einen konventionellen Propeller. Was ist denn eigentlich der Vorteil oder der USP, wo man sagt, Mensch, das ist so, weil vorwärts, rückwärts fahren, ein bisschen steuern können sie ja alle. Aber wo sagt man, hey, das kann der Voith-Schneider Propeller besonders gut? Ja, das ist die entscheidende Frage, die du stellst, Patrick, und die kriegen wir natürlich auch immer gestellt. Der entscheidende Punkt ist, der Voith-Schneider Propeller kann ganz schnell die Kräfte und ganz präzise erstellen und nach einer anderen Logik. Das heißt, wenn du eine drehbare Schraube hast, so ein genannter Ruderpropeller oder Azimutpropeller, und du willst den Schub von voraus nach hinten bringen, dann musst du den drehen. So, und dann dreht er, erzeugt Kräfte, die du nicht haben möchtest. Mit dem Voith-Schneider Propeller, und das zeige ich gleich, kannst du den sozusagen über Null bringen und du kannst das immens schnell machen. Und das zählt schon, wenn du jetzt Sicherheit nimmst für einen Schlepper, wenn du aber auch nimmst, an- und ablegen, dass eine Fähre schneller an- und ablegt, dann sparst du Zeit, kannst vielleicht bei der Überfahrt langsamer fahren und Sprit sparen. Oder aber wenn du im harten Seegang bist, dass du das auf Position hältst, weil du den Monteur auf die Windmühle bringen willst. Ne? Das sind so die Punkte. Und natürlich ein hoher Wirkungsgrad. Kann man sagen, dass der Voith-Schneider Propeller in erster Linie für Schiffe gemacht ist, die wendig sein müssen? Also man würde sowas nicht unter ein Containerschiff bauen. Nein, weil die fahren geradeaus. Genau. Na, da ist das wahrscheinlich Quatsch. Genau, ja, also es ist natürlich die teure Lösung, muss man sagen. Ist natürlich aufwendiger, obwohl sehr robust und sehr zuverlässig. Und es gibt zwei Gründe, warum es nicht unter das Containerschiff kommt. Erstens natürlich, wie du schon gesagt hast, die fahren geradeaus, man braucht die Manövrierfähigkeit selten. Ja. Und der zweite Punkt ist halt, wir bauen so bis 4 Megawatt, aber so ein Containerschiff, ja, da sind wir dann schon irgendwie bei 70 oder so Megawatt in der Spitze. Und das heißt, diese Leistung können wir auch nicht abbilden, weil wir Energie von der horizontalen in der Regel in die vertikale oder aber mit dem Elektromotor, das werden wir heute ja noch sehen, auch in der Produktion bringen. Also es ist, wie du sagst, es sind manövrierfähige Schiffe wie Schlepper, Fähren, aber auch Schiffe, die zum Beispiel Seezeichen, Tonnen, Bojen auslegen. Die Position halten. Ja, genau, auch, Schwimmkrane. Ne? Also ich glaube hier so Dynamic Positioning funktioniert wohl auch sehr gut mit dem Propeller. Ne? Das ist genau der Punkt. Das ist eine große Stärke wegen dieser anderen Schubeinstellung. Wollen wir uns mal anschauen, wie das geht? Genau, also ich finde es super interessant. Man muss halt muss einmal Klick machen im Hirn und man muss halt einmal so in etwa verstehen, wie das funktioniert. Genau, und da denken wir, ist das jetzt hier der beste Weg, euch das zu erklären. Hier sieht man die Flügel des Voith-Schneider Propeller. Ihr habt das schon gesehen, wie das so am Schiff rausguckt. Und wir konzentrieren uns mal auf den rot eingefärbten. Und ich starte jetzt mal den Motor. Und ihr werdet jetzt sehen, wir haben hier so ein kleines Schiff, das bewegt sich noch nicht, weil es entstehen noch keine Kräfte. So. Und das heißt, der Flügel schwingt auch nicht hin und her. Ich habe ja gesagt, der schwingt hin und her. Und jetzt gebe ich Steigung, Pitch auf Englisch. Und jetzt fängt der Flügel an, heftig hin und her zu schwingen. Seht ihr? Und dieses Hin- und Herschwingen, das bedeutet, dass jetzt Kräfte entstehen und unser Schiff fährt jetzt auch mutig voraus. So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt gehe ich in eine Ansicht, die heißt Kraftansicht. Und jetzt stoppe ich das nochmal, dass wir nochmal ins Detail gucken können. Und jetzt seht ihr hier Vektoren, diese Pfeile. Das ist, jeder Flügel erzeugt hydrodynamischen Auftrieb, so wie ein Flugzeug in der Luft an den Tragflächen oder ein Schiffsruder oder auch ein Schraubenpropeller nutzen wir den hydrodynamischen Auftrieb. Der hat dann zwei Komponenten. Eine Komponente, die nutzen wir zu unserer gezielten und eine Querkraft. Und diese Kräfte addieren sich alle auf zu diesem grünen Vektor oder Pfeil, Kraftpfeil. Und jetzt habe ich gesagt, wenn ich jetzt dabei gehe und diese Steigung verändert, dann kann ich jetzt fahren wir voraus, dann kann ich den Blitz schnell auf Null und in die entgegengesetzte Richtung bringen. Das geht extrem schnell. Das kann ich bei einer kleinen Anlage in 1 Sekunde und bei einer großen Anlage vielleicht in 5, 6 Sekunden bringen. Und das ist das Geniale, dass ich es über Null machen kann. Und ich kann dann also quasi auch mal keinen Schub haben, wenn ich es nicht haben möchte, oder Schub haben. Und ich kann das dann kombinieren mit einer Querkraft, mit der Ruderkraft.
Ach so, dann ist es so, der konventionelle Propeller, der muss ja dann eine 180-Grad-Drehung Genau, machen und ja. würde dabei dann in der Zeit, wo er dreht, auch die Kräfte zur Seite Ganz genau, Patrick, ganz genau. auslösen. Also das heißt, mal vereinfacht gesprochen, wenn ich von vorwärts nach rückwärts, dann kriege ich zwischendurch auch Schub nach Steuerbord oder Backbord. Das ist der Punkt. Und da hier ist es quasi ja, von vor auf zurück über Null, wie ihr sagt. So ist es, Okay, genau. verstanden. Das hast du genau gut zusammengefasst. Und das heißt, wir können dann auch Ruderkräfte, also in Quer- und Längsrichtung beliebig kombinieren und können das auch mit Joysticks steuern. Das ist hier Rad und Hebel, das ist so ein bisschen wie Gaspedal und Lenkrad im Auto, aber wir können das eben auch mit dem Joystick machen und die Kräfte beliebig kreieren. Beides gibt es an Bord, aber das werden wir nachher auch im Simulator sehen. Und ja, das ist vielleicht so zum Funktionsprinzip. Ich gehe jetzt mal wieder zurück auf die erste Seite. Ich möchte euch wirklich einladen, diese Seite runterzuladen. Die gibt es ja kostenfrei und dann kann man auch ein Schiff auswählen. Wir haben hier jede Menge Schiffe, einen Schlepper, eine Doppelentfähre, die gibt es alle in der Realität und die Schiffe sind auch sehr real dargebildet in ihrer Trägheit, in ihren Wirkungen, in der Hydromechanik. Wir haben ein Schiff, das Windanlagen, wir haben eine Doppelentfähre vom Kielkanal, eine Hamburger Hafenfähre und eine Luxusjacht. Also wir haben dort alle möglichen Schiffe und man kann dann eins auswählen. Ich mache das mal, zum Beispiel jetzt hier das Walk-to-Work-Vessel und dann kann man das Ganze starten und kann das Schiff dann auch fahren. Und ich mache mal jetzt hier das läuft in Realtime, damit es jetzt nicht so lange dauert, beschleunigt die Zeit. Und man kann dann auch ins Schiff reingucken, in die Propeller. So sehen die Propeller aus. Und kann die mal drehen. Also man kann das wirklich und auch die Kräftwirkung sich anschauen. Also und das ist wirklich alles sehr, sehr präzise. Ich denke, da werdet ihr Spaß dran haben. Ach so, und dann eine Frage. Ja. Es ist halt, ich dachte ja immer ursprünglich, dass sich die Flügel, sagt ihr, ne? Ja, Flügel. Ich dachte ja immer, dass die Flügel sich einzeln drehen. Das ist gar nicht so. Nee, Hier oben sitzt so ein Getriebe drauf. Ja, ein kinematisches Getriebe. Genau, Kinematik nennen wir das. Das ist ein kinematisches Getriebe und da steckt auch viel Erfahrung drin, das sicher zu bauen. Und das ist mega robust. Das hält locker 60 Jahre und geht de facto nie kaputt und ist gleitgelagert, sehr verschleißarm. Und ja, da sind wir ganz stolz drauf, dass es hier solides schwäbisches Engineering. Also so funktioniert es im Prinzip auch, dass man nur im übertragenen Sinne an einem Hebel ziehen muss, Genau. um alle Flügel synchron in die entsprechende Richtung. Genau, das ist also, das scheint ein bisschen kompliziert zu sein, aber für den Kapitän ist es mega einfach. Ja. Das heißt, das ist wie Autofahren, aber wir werden es nachher gleich. Wir gehen ja noch in den Simulator. Genau. Ich will mal ganz kurz gucken, Dirk, es kommen ja auch zwischendurch ein paar Fragen rein. Ne? Die sammeln wir natürlich so ein bisschen. Ja. Und ich will mal schauen, ob wir den ein oder anderen hier mal die ein oder andere Frage schon zwischendurch beantworten können, damit wir am Ende nicht so viel haben. Und zwar fragt der Bastian hier, gibt es auch Vorteile beim Verschleiß? Ja, und zwar, das ist eine Frage, die immer wieder kommt, und zwar, der Propeller dreht sehr langsam im Vergleich zum Schraubenpropeller. Das heißt, Voigt-Schneider-Propeller haben nur eine 30% der Drehzahl im Vergleich zum Schraubenpropeller. Und das bedeutet dann, dass wir dort sehr langsam drehen. Aber langsames Drehen bedeutet wenig Verschleiß. Das heißt, die Dichtungen, die Lager sehen langsame Drehzahlen. Und wir haben das für hohe Momente dimensioniert. Das heißt, der Voigt-Schneider-Propeller, ja, er hat den Nachteil, dass er in der Anschaffung teurer ist, aber dann verschleißarm, wartungsarm, also hat er dann erhebliche Vorteile über den Lebenszyklus. Andere Frage, wonach richtet sich die Anzahl der Flügel? Genau, die Anzahl der Flügel, also wir haben in der Regel 5, ich sage in der Regel, es gibt auch Propeller mit 4, es gibt welche mit 6 und mit 8. Und wenn der Propeller extrem leise sein muss, diese Meteor, dann nehmen wir 8 Flügel, weil wir dann, was Krach machen kann, ist unter Wasser, wenn der Propeller so eine großen Unterdrücke erzeugt, dass das Wasser anfängt zu kochen, das heißt Kavitation. Und desto mehr Flügel man hat, desto weniger Last auf einen Flügel, desto später kommt die. Das nehmen wir große Flügelzahlen. Aber so unser Standard sind 5, manchmal eben 6. Aber das ist der Grund dafür.
Und noch eine Frage, bei konventionellen Propellern ist es ja so, dass es da verschiedenste Hersteller gibt. Ist das jetzt hier wirklich ein Prinzip, was Voith eigen ist? Oder Ja. gibt es da im Prinzip nochmal ähnliche Hersteller? Nein, wir sind der einzige Hersteller. Es gibt immer wieder Initiativen, die wir auch sehen von anderen Herstellern. Also wir sind natürlich sehr offen für Wettbewerb. Wir sind für einen Wettbewerb immer gerne bereit. Aber aktuell sehen wir schon Initiativen in Skandinavien. Aber auf dem Markt ist aktuell noch keiner. Es hat immer wieder Bauprojekte gegeben in Japan, in den USA, die zum Teil in unserer Lizenz, zum Teil aber auch als Wettbewerbsgedanke das gemacht haben. Das Problem ist, der Voith-Schneider-Propeller, er ist sehr, also Technologie und Wissen, Details sind sehr wichtig und diese Erfahrung, die muss man erst mal sammeln. Und insofern wagen sich nicht sehr viele Firmen daran. Wir haben natürlich auch ein Patent zunächst gehabt, das ist ausgelaufen, aber es gibt flankierende Patente. Aber ja, Voith ist der einzige Hersteller aktuell dafür. Okay, so eine Frage noch. Übrigens, ihr lieben Zuschauer, wir sammeln ein bisschen Fragen. Ja, wir beantworten die nicht immer alle auf einmal, aber immer, wenn so Zeit ist, zwischendurch. Hier war noch eine ganz interessante Frage. Werden die Propeller immer paarweise installiert, also um Drehmomente auszugleichen? Ja. Oder gibt es auch eine Einpropeller-Installation? Es gibt auch Einpropeller-Installationen, es gibt Schlepper mit einem Propeller, es gibt kleinere Fahrgastschiffe mit einem Propeller, aber in der Regel sind es zwei. Es gibt sogar Schiffe mit 5 Propellern, große Offshore-Schiffe. Das größte ist die North Sea Giant, die ist 160 Meter lang, hat hinten 3, vorne 2 Propeller. Aber in der Regel sind es 2. Also das hat schon Vorteile vom, ja, es gibt natürlich ein kleines Gegenmoment, der Impulssatz gilt. Allerdings kann man dem mit dem Voith-Schneider-Propeller dieses Gegenmoment sehr einfach ausgleichen, weil man sehr feinfühlig die Kraftwirkung einstellen kann. Also es gibt, ich habe die Zahl letztens gerade nachgeschaut, deswegen bin ich jetzt ganz gut vorbereitet, es gibt 82 Schlepper mit nur einem Propeller wurden gebaut. Und in der Gesamtschiffszahl würde ich mal sagen, ist es so um die 8%, also wenn ich noch Fahrgastschiffe und so nehme mit einem Propeller. Aber es sind nicht viele. Okay, also die nächsten Fragen dann immer zwischendurch. Genau, Wir das sammeln heißt, so ein bisschen. Ja, ich würde jetzt hier stoppen. Ja, wollen wir jetzt mal zum Genau, und Simulator jetzt geht es an Bord in der virtuellen Welt. Das heißt, wir laden euch jetzt ein zu einer Schiffsfahrt am Simulator. Das heißt, wir wollen natürlich Kunden, aber auch Interessenten und natürlich Crews zeigen, wie der Voith-Schneider-Propeller im Schiff funktioniert. Dazu haben wir einen Schiffsführungssimulator. Und ja, hier zeigt der Patrick nochmal die Edda Brint, ein sogenanntes Service Operation Vessel, das Monteure auf Windanlagen bringt. Und da sieht man auch hinten die Voith-Schneider-Propeller. Also es gibt zahlreiche dieser Schiffe und da kommt dieses dynamische Positionieren, das wir schon mal angesprochen haben, besonders zum Tragen. Das ist eben eine wichtige Eigenschaft des Voith-Schneider-Propellers. Ihr habt so schöne Modelle hier. Ach, hier sieht man auch noch mal genau. ein Modell vom ja, Propeller. Genau, das ist den werden wir nachher in der Fertigung sehen. Ist das ein 3D-Druck? Oder? Das ist ein 3D-Druck, ja. Ach, cool. Ja, genau. Und hier sieht man dann das Funktionsprinzip. Da kann man hier sehen, wie wenn du jetzt von oben, weiß ich nicht, ob du schauen kannst, wie der Flügel hin und her schwimmt. Da so ein Funktionsmodell. Und jetzt kann ich den Schub ändern, indem ich jetzt einfach diesen Steuerpunkt, wie ich es gesagt hatte, verschiebe. Und dann ändert sich der Schub. Genau. Ach, das ist klasse. Und durch die Rotation des Propellers wird der Flügel dann immer entsprechend ausgerichtet. Das macht dann diese Kinematik, ja genau. Das ist sehr präzise, ja. Ich habe das gestern schon gesagt, als wir uns kennengelernt haben. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja. Also der Herr Schneider, der muss da wirklich der Herr Schneider war die Ecke gedacht haben. Schon Pfiffikus. Der hat sich als Erfinder gefühlt. Und ich kann auch jeden der Zuhörer, der sich als Erfinder fühlt, motivieren, outside the box, wie man so sagt, zu denken und sich überlegen. Und er war ein aufmerksamer Mensch und er hatte gesehen, einen Versuch, eine Fischflosse, die hoch und runter geht, also da hat jemand versucht, damit einen Antrieb zu machen. Das hat ihn motiviert, zu dieser Idee zu kommen. Also deswegen
ist diese Idee, letztendlich basiert sie auf einer Fisch- oder auch Delfin als Säugetier, aus einer Propulsion vom Fisch oder vom Delfin vom Wal. Also aus der Natur abgeguckt. Ja, das ist also wirklich eine bionische Entwicklung. Das kann man wirklich so mit Fug und Recht sagen. Jetzt wollen wir mal, jetzt gehen wir mal Schiff fahren. Genau, jetzt gehen wir mal weiter. Der Simulator ist gleich hier, selbe Etage. Und jetzt kommen wir einmal hier in den Simulatorraum. Moin. Morgen, hallo. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken, wie wir das mit den Mikros machen. Soll ich meins übergeben oder? Ja, das soll ich dir. Du musst aufpassen mit diesem. Ja, ich habe schon. Mit dem Magneten. Ich habe schon. Genau. Und dann, Ich glaube, du kannst das ans Handy machen. ja, dann klipse ich dir das mal an. Danke. So, moin. So. Du bist. Ja, Sebastian Singer ist mein Name. Genau, Sebastian Singer. Bin Ihr habt hier gerade zuständig gemerkt, für Manövriersimulation. Vergessen, ja. Ihr habt hier jetzt im Prinzip einen kompletten Simulator. Man kennt das sonst immer so ein bisschen anders mit so großen Bildschirmen, wo man sich dann auch quasi drin drehen kann. Was habt ihr hier jetzt genau nachgebildet? Ja, wir haben hier sehr kompakt so einen Schiffssimulator aufgebaut. Das ist zugeschnitten auf unsere Anwendung, die wir hier haben. Wir haben tatsächlich in diesem Raum 2 Schiffsbrücken aufgebaut. Wir sehen hier, das ist unsere Hauptbrücke für alle Schiffe mit Voigt-Schneider-Propeller, all die Fahrgastschiffe, Fähren, Schleppschiffe und so weiter. Und wir haben eine zweite Brücke, die ist hier ein bisschen kleiner gehalten. Hier fahren wir typischerweise große Schiffe. Das können Tanker sein, das können Containerschiffe sein. Und das brauchen wir, obwohl wir die nicht ausrüsten mit Antrieben, weil wir auch eben diese Simulation mit Schleppschiffen, mit Vollwassertreckern machen. Ach, für die Interaktion Genau, der Schiffe. und wir haben hier so ein schönes Bild, da sieht man so ein ganz berühmtes Manöver, ein sogenanntes Escort-Manöver, bei dem ein Schleppschiff an einem großen Tanker in dem Fall hinten festgemacht ist und diesen Tanker begleitet, um einzugreifen, wenn es da zu einem Ausfall kommt. Und damit wir solche Sachen auch in der Simulation abbilden können, haben wir eben hier noch einen zweiten kleinen Fahrstand aufgebaut, mit dem wir die großen Schiffe fahren können. Und Sebastian will uns jetzt mal erklären und interessanterweise auch anhand einer Hamburger Hafenfähre, die neuen Fähren, gibt es ja 3 Stück von, Hybridfähren, die sind ja alle mit Voigt-Schneider ausgestattet. Und Sebastian erklärt jetzt mal grundsätzlich die Funktionsweise, wie man so ein Schiff steuert. Und dann darf ich mal selber eine Runde fahren. Klar. Ja. Ich nehme dann erstmal die Kamera und lass dich mal erklären, dann kann ich auch ein bisschen ins Detail gehen. Genau, also wir haben hier jetzt tatsächlich das Schiff einer Hamburger Hafenfähre geladen. Das Modell haben wir aufgebaut das sind ja relativ neue Schiffe jetzt, das haben wir aufgebaut für ein großes Schulungsprogramm. Da hatten wir auch so eine kleinere Anlage für einige Zeit in Hamburg aufgestellt, damit die Schiffsführer die Schiffe kennenlernen können, bevor die wirklich in Betrieb gehen. Und genau, gesteuert werden diese Schiffe in dem Fall mit den 2 Fahrthebeln und einem Steuerrad. Das ist nachgebildet wie auf der Brücke. Ansonsten vereinfachen wir ein bisschen in der Simulation, aber alles, was für das Fahren, für das Manövrieren wichtig ist, das bilden wir ganz genau ab. Und mit den beiden Fahrthebeln kann ich jetzt für jeden der beiden Propeller, das Schiff hat 2 Propeller im Heck, einmal Schub und voraus und zurück machen. Und da die Voigt-Schneider-Propeller ja auch Schub zur Seite machen können, brauchen wir zusätzlich dieses Steuerrad. Damit wird der Querschub der Propeller eingestellt. Und das können wir auch unabhängig voneinander machen. Also jetzt gerade läuft die Maschine aber, ne, weil ich sehe, die Fahrhebel, einer ist auf Vor, einer ist auf Zurück. Und genau, was genau passiert gerade mit der Fähre? Man kann es, glaube ich, hier auf dem Bildschirm sehen. Die Propeller drehen, wir sind hier an so einem Anlieger und damit wir da einigermaßen fest sind, wie das auch ist beim Ein- und Aussteigen auf diesen Schiffen, die drücken sich ja nur mit den Antrieben an, weil die ja ständig an- und ablegen, da wird also keine Leine festgemacht. Und jetzt ist es so, die beiden Propeller voraus zurück, das drückt hier den Bug etwas gegen den Anleger und das Steuerrad haben wir ein bisschen gedreht und damit schieben die Propeller im Heck auch gegen den Anleger und wir liegen hier jetzt ganz stabil. Aber nochmal zum Verständnis, die Propeller sind ja nicht vorne und hinten angebracht, sondern sie sind parallel
im hinteren Teil oder wo sitzen die? Die sind im Heck des Schiffs eingebaut, nebeneinander da. Okay. Weil wenn du jetzt vorwärts, rückwärts machst die beiden, dann müsste sie sich doch eigentlich drehen. Genau, das möchte das Schiff gerade auch mit diesen Kräften, die wir aufprägen. Das geht nur nicht, weil die Kaimauer es dreht sich also quasi gegen die Kaimauer. Wir drücken wirklich gegen die Kaimauer, dass wir hier fest liegen. Da ist auch ein bisschen Wind in der Simulation. Wir würden also vertreiben. Okay. Aber weil wir jetzt dagegen pressen, liegen wir hier fest. Wir können ja mal ablegen, dann sehen wir das vielleicht besser. Okay, ich muss nur halt so ein paar Mal nachfragen. Klar. Ich glaube, das ist fürs Verständnis schon wichtig, dass man einmal so diese einfachen Basics. Wir machen jetzt mal genau das Umgekehrte wie eben. Wir nehmen erstmal Steuerrad auf 0, drehen die Hebel um und dann drehen wir ganz leicht. Jetzt sehen wir, weil jetzt ein Hebel voraus und zurück geht, drückt sich der Bug ganz langsam ab und wenn ich gleichzeitig mit dem Steuerrad ein bisschen steuere, dann geht auch das Heck zur Seite weg und wir sehen, wir gewinnen einen kleinen Abstand zur Kaimauer. Und das reicht schon, dass wir da erstmal frei sind, dass das nicht lange reibt. Und sobald wir frei sind, können wir dann eben nach vorne losfahren. Okay, also jetzt ganz sanft ablegen. Ja, wir müssen heute nicht den Fahrplan einhalten. Normalerweise muss das schon, flotter gehen. Schon zügig gehen. Ja. Wenn ich jetzt kein Manöver fahre, also nicht anlege oder so, sondern wenn ich einfach geradeaus fahre, muss ich dann irgendwas bedenken bei der Steuerung? Oder ist das Fahrhebel vorwärts, rückwärts und Steuerrad wie beim Auto lenken, rechts, links, Steuerbord, Backbord? Also das ist eigentlich das normale geradeausfahren, das ist mindestens genauso einfach wie beim Auto. Wir benutzen normalerweise die beiden Hebel zusammen, das heißt mit einer Hand greife ich da drüber und stelle an beiden Propellern das gleiche ein. Da lege ich meine Geschwindigkeit fest und dann kann ich mich eigentlich darauf konzentrieren, dass ich hier mit dem Steuerrad das Schiff steuere. Und das Schiff wird jetzt immer so drehen, wie die Richtung, in die ich das Steuerrad drehe. Also wenn ich jetzt hier nach links oder Backbord gesteuert habe, dann wird mein Schiff auch in so eine Backborddrehung gehen. Und die Besonderheit ist vielleicht, dass wir ja Querschub immer machen können. Wenn wir vorausfahren, wenn wir im Stillstand sind, wenn wir rückwärts fahren, können wir eben Querschub erzeugen und damit auch beispielsweise das Schiff auf der Stelle drehen. Mhm. Und wenn ich jetzt aber seitlich, ich sag mal, driften möchte, also das Schiff wirklich über die Seite bewegen möchte, was ja wahrscheinlich für Schlepper relevant ist, dann muss ich quasi aber alles zusammenspielen lassen. Ist das richtig? Genau, also wenn man dann spezieller manövrieren will, das bekommt eigentlich zum Tragen, wenn wir langsam sind. Bei schneller Fahrt werden wir die typischerweise beide gleichzeitig benutzen, aber sobald wir langsam sind, deswegen stoppe ich gerade auch mal ein bisschen auf, nehmen wir mal die Geschwindigkeit weg und auch ich habe hier so eine Anzeige, eine Instrumentenanzeige, das sehe ich also, wir fahren noch einen halben Knoten voraus jetzt. Wir haben auch noch ein bisschen Drehung. Und jetzt kommen wir aber zum Stand, das heißt, jetzt sind wir fast ruhig im Wasser. Wir können mal hier oben noch einen Schirm, bei dem man das Ganze noch beobachten kann. Das hier ist das Schiff, auf dem wir gerade sind. Jetzt haben wir das hier in der Mitte. So, jetzt haben wir noch so ein bisschen Restgeschwindigkeit. Wir driften gerade nach Steuerbord, obwohl wir nichts machen. Wir haben eben, da ist ein bisschen Wind oder wir haben noch ein bisschen Restbewegung. Wir können mal deutlicher das zeigen, wenn wir jetzt zur anderen Seite wollen. Dann nehmen wir einen Hebel zurück und einen Hebel voraus. Das ist wie ein Zweischrauber bei Schiffen oder wie ein Kettenfahrzeug vielleicht. Ach, hier sehe ich jetzt auch, in welche Richtung die Kräfte wirken. Anhand der Pfeile sehe ich, der Steuerbord voraus, der Backbordantrieb geht zurück. Genau, und damit prägen wir so einen Moment auf und ganz langsam wird jetzt deswegen das Schiff anfangen nach Backbord zu drehen. Wenn wir da oben schauen, dann haben wir diese Geschwindigkeitsvektoren. Rot ist der Vektor, wohin sich unser Schiff insgesamt bewegt. Und dann haben wir verschiedene Anzeigen. Einer zeigt momentan voraus, das heißt, wir haben eine Vorauskomponente noch. Und an den beiden seitlichen sehen wir die Geschwindigkeit Bug und Heck jeweils zur Seite.
Und jetzt sehen wir schon, jetzt bewegen wir uns so ein bisschen in die andere Richtung wie zuvor, also nach Backbord. Das kommt davon, dass wir einen Propeller voraus, einen zurückstellen. Und jetzt ist es so, der Bug geht schneller zur Seite, unsere Propeller sind im Heck. Wenn ich jetzt am Steuerrad drehe, dann kann ich hinten zusätzlich ein bisschen Schub zur Seite machen und das ausgleichen, sodass wir in einem Moment dann die beiden wieder in eine Balance bringen und das Schiff wirklich genau zur Seite bewegen. Achso, und jetzt musst du quasi so weit das Steuerrad drehen, bis du den roten Vektor quasi parallel hast zu den anderen. Genau, genau richtig. Und zusätzlich kann man mit den Hebeln ein bisschen spielen, dass man auch keine Längsfahrt mehr hat, dass man sich wirklich nur noch zur Seite bewegt. Das wird niemand so im freien Wasser normalerweise machen, aber wenn man an so einen Anleger rankommt und da fehlt noch ein Stückchen, dann kann man eben noch mal ganz präzise versetzen. Oder wie du gesagt hast, bei Schleppschiffen, wenn die an große Schiffe ranfahren oder in einer Schleuse agieren müssen, dann kommt es eben wirklich ganz genau darauf an, wie sie Bug und Heck ganz genau bewegen können. Ich hoffe, dass die Zuschauer so langsam eine Idee davon bekommen, wie das Ganze funktioniert. Auf jeden Fall weiß ich schon mal, warum man das Ganze etwas trainieren muss. Das ist schon, ja, also es ist verständlich, aber es ist auf jeden Fall trainingsbedürftig. Es erfordert ein bisschen Übung. Das ist eine der Aufgaben, die wir hier mit der Simulation verfolgen. Das heißt, oftmals kommen Reedereien zu uns, die sagen, ja, wir haben erfahrene Kapitäne, aber jetzt haben wir dieses neue Schiff mit Voigt-Schneider-Propeller, das kennen unsere Leute nicht. Könnt ihr denen eine Einweisung geben? Und dann können wir das hier zum Beispiel sehr gut abbilden. Also Training ist eben ein Punkt. Manchmal setzen wir aber auch schon viel früher an. In einer Projektphase, bevor so ein Schiff gebaut wird, wird ein Entwurf gemacht. Und dann stellt sich die Frage, wird der Entwurf überhaupt hinterher funktionieren? Schiffe sind ja keine Serienprodukte. Das heißt, es gibt eben es werden nicht erstmal eine Reihe von Schiffen gebaut, mit denen man dann alles testen kann. Es gibt Modellversuche im Kleinen. Aber Prototypen kann man eigentlich in dem Sinne nicht bauen. Deswegen, das Schiff, das entworfen wird, muss nachher funktionieren. Und um das sicherstellen zu können, sind wir eben hier in der Lage, das auch vorher in einer Simulation abzubilden, sodass dann man schauen kann, sind die Antriebe stark genug, können wir gegen den Wind gegenhalten, braucht es vielleicht noch ein zusätzliches Aggregat. Das sind eben andere Untersuchungen, die wir mit diesem Werkzeug machen. Und jetzt darf ich selber einmal. Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du ja auch gesehen, wie das geht. Dann gebe ich die Kamera nochmal weiter. So, also, genau, wir sind hier in so einem Hafen momentan. Wir machen aber gerade Fahrt, richtig? Genau, wir machen Fahrt voraus, ist Tiefwasser, wir haben ein bisschen Platz, die Hebel liegen nach vorne, wir fahren fast 7 Knoten. Okay, aber was ganz interessant ist, das Steuerrad rastet ein. Weil das wäre jetzt so meine Frage gewesen, wie orientiere ich mich denn? Aber ja, also man hat hier auch eine Anzeige. Okay, also ich kann jetzt einfach hier, ja, einfach mal den Hebel auf den Tisch legen. Dann fahren wir geradeaus und jetzt... Du hast gesagt, es ist im Prinzip wie Autofahren. Ich muss mich nur daran gewöhnen, wie das Schiff reagiert. Also es ist eher so diese Verzögerung oder Trägheit. Ist das richtig? Genau, wir fahren hier auf so eine Kaimauer zu. Ja, genau, ja. Machst du schon. Wir drehen jetzt ein bisschen nach Backbord ab. Da ist wieder ich kann auch. Weißwasser. Nee, unendlich kann ich nicht. Nee, es sind 2 Umdrehungen zu jeder Seite. Jetzt merkt man aber schon, wie das ist agil. Schon ein extrem hartes Manöver. Wenn wir so bei Fahrt auf Vollausschlag gehen, dann ist die Geschwindigkeit im Nu weg und wir drehen jetzt schon fast auf der Stelle. So, jetzt steuerst du wieder gerade aus. Er fängt aber auch sehr schnell ab. Genau. Er fängt sehr schnell die Drehung ab und jetzt fahre ich wieder geradeaus. So, das ist ungefähr der Punkt, an dem wir vorhin gestartet sind. Okay. Also hier war so etwa unser Anleger. So, du meinst, ich soll das Schiff jetzt einfach mal da an den Anleger fahren? Das geht doch in die Hose. Ja, vielleicht noch eine Schleife vorher drehen und mal probieren oder auch mal ein Aufstoppen probieren, wenn man die Hebel zurückzieht. Wie schnell kommt das Schiff zum Stehen? Also beim Aufstoppen muss ich ja quasi auch gegensteuern, richtig? Genau, jetzt haben wir das Steuerrad noch ein bisschen eingeschlagen. Deswegen ich muss mich erstmal, hier ist das Steuerrad auf 0. Okay, ich verstehe, warum man das üben muss. Ja. Aber es reagiert sehr gut. Also kann ich jetzt nicht auch
im Prinzip das Schiff einfach seitlich, also was muss ich jetzt machen? Ich muss jetzt im Prinzip, wenn ich jetzt hier seitlich an die Pier möchte, muss ich im Prinzip die beiden Propeller gegenläufig? Genau, die Kapitäne haben mir da einen Trick verraten. Und zwar, wenn Sie in die Richtung wollen, so wie Sie die Schultern drehen, wenn Sie darüber schauen, so stellen wir die Hebel ein. Also ich will jetzt nach Steuerbord, ich stelle die Hebel ein, vielleicht mal nicht gleich Vollgas. Und jetzt muss ich mit dem Steuer gegen. Genau. So, und jetzt sehen wir, das Heck bewegt sich viel schneller. Das heißt, man muss mit dem Steuerrad wirklich relativ wenig machen. Ja. Da machen die Propeller rein Querschub. Das funktioniert natürlich super. Dieses Voraus und Zurück, wenn die relativ dicht beieinander sind und ziemlich weit im Heck, da sind die Hebelverhältnisse nicht so günstig, sodass man da nur begrenzt viel Kraft aufbringen kann. Okay. Aber jetzt, ja, Also was man auch noch dazu sagen muss, als kleines Hilfsmittel haben ja die Fähren auch noch ein Bugstrahlruder, aber das wäre jetzt Cheating. Naja, wenn wir gucken, dass wir hier noch so bestimmt 100 Meter von der Kaimauer weg sind, also da quer zu fahren, das ist natürlich das dauert jetzt auch nicht so eine richtig Weile, effizient, aber ja. wir könnten das mal in der Simulation ruhig ausprobieren, auch mit dem Bugstrahler. Den habe ich hier auf dem Joystick. Den haben wir auf den Extra-Joystick gelegt und zwar in die Richtung, in die man jetzt diesen Joystick bewegt, wird sich unser Bug bewegen. Okay, und da sieht man, klar. das ist jetzt eine ganz andere Nummer, da passiert schon richtig was. Da passiert dann was und dann muss ich aber jetzt wieder gegensteuern. Und dann müssen wir auch mehr mit dem Steuerrad machen, dass das Heck da okay. mitkommt. Und die Okay. Hebel würde ich mal so lange hier auf 0 setzen. Ach so, auch wenn die Hebel auf 0 sind, wird jetzt ein Seitwärtsschub erzeugt. Ich muss gar nicht immer die Hebel in eine Fahrt, also... Nee, das ist eine Vorstellung, die oft vorherrscht. Ich muss erst mal Gas geben und dann kann ich steuern. Nee, muss ich gar nicht. Nee, Also, wir verstellen ja den Schub in Okay. 2 Dimensionen und so können wir eben den Schub in jede Richtung machen, auch nur Querschub. sehr interessant. Ja, müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Also ladet euch mal den Simulator runter. Das ist super interessant. Ich will das jetzt nicht ausdehnen. Ich könnte da jetzt einen ganzen Tag mitspielen. Nur ich glaube halt auch, wenn man die ganze Zeit zuguckt, wie jemand das hier ausprobiert und spielt, dann zieht sich das. Ja, Also aber der Simulator im Internet, der bildet die Bewegung tatsächlich fast genauso ab. Also Ja. die Propellerrechnung, die machen wir da schon genau richtig. Was jetzt die Interaktion mit Wellen angeht, da gibt es ein bisschen Vereinfachung, aber ansonsten bildet der Simulator, den man runterladen kann, die Bewegung sehr präzise ab. super. Sebastian, ich gucke mal, ob wir noch ein paar Fragen haben. Soll ich mal das iPad nehmen? Dann kann die Adela noch einen Moment. Oh Gott, Fragen über Fragen. Ja, so hier war die Frage vom Fletenkicker. Gibt es auch einen Radeffekt, wie bei einer Schiffsschraube? Der Radeffekt bei einer Schraube ist ja eine Interaktion letztendlich des Propellers mit dem Rumpf. Da entstehen Unterdruckverhältnisse und das führt dann zu so einem ungleichmäßigen Schub. Man nennt das beim Rückwärtsfahren, kennt man das, dass das Schiff dann zu einer Seite ausbricht. Deshalb fragen die Lotsen immer, ob es ein Linksdreher oder Rechtsdreher genau, ist. Genau, das haben wir eigentlich beim Voigt-Schneider-Propeller nicht. Wir machen ja Schub voraus, zurück, können sehr schnell umstellen und dann können wir den Schub eben auch genau rückwärts richten, sodass wir das eigentlich nicht haben. Und wenn wir jetzt beispielsweise durch Anströmung, wenn wir irgendwie Tidenstrom im Wasser haben, tatsächlich, da reagiert jeder Antrieb drauf, ein bisschen Schub zur Seite machen, dann würden wir das ganz leicht ausgleichen und den Schub wieder genau in die Richtung bringen, den wir wollen. Dann ist hier noch eine Frage vom Leon. Ist Voigt-Schneider-Propeller auch für Schiffe mit wenig Tiefgang, also zum Beispiel Barkassen, geeignet? Ja, wir haben beispielsweise Fähren im Wattenmeer. Also das sind typischerweise solche Doppelendfähren, die vorne und hinten Antriebe haben. Und da wird der Propeller so eingebaut, dass er nicht unter die Basis, also unter den tiefsten Punkt des Rumpfes schlägt. Der Rumpf macht dann, Genau, also vereinfacht gesagt, ist der Rumpf eine Kurve, eine Wanne und man baut den dann... Genau, und also da gibt es alle Möglichkeiten, das abzubilden. Wenn es ganz flach ist, dann werden manchmal 2 Propeller statt einem eingebaut, dann kann man etwas kürzere Flügel verwenden. Und so kann man den Tiefgang reduzieren. Ja, die Flügel werden wir auch gleich nochmal sehen. Wir gehen ja gleich in die Montagehalle.
Hier ist noch eine Frage, ganz interessant, kann man eine Aussage machen zur Effizienz im Vergleich zu anderen Antrieben? Ich weiß nicht, ob da jetzt der Sebastian der richtige Ansprechpartner ist. Oder vielleicht dränge ich mich ob er den Deal. Komm mal in die Mitte, dann brauchen wir kein weiteres Mikrofon. Weil ich habe ja schon gesagt, ich mache mein Leben lang nur Voigt-Schneider-Propeller. Insofern traue ich eine Antwort mir zu. Also die Effizienz des Voigt-Schneider-Propellers ist sehr hoch. Wir vergleichen uns immer mit steuerbaren Schraubenpropellern. Und es ist so, dass man, wenn du jetzt nimmst, also Effizienz ist ja ein Verhältnis von der Schubkraft zur aufgewendeten Leistung. So, und da, wenn ich jetzt den gesamten Geschwindigkeitsbereich nehme, wo solche Schiffe eingesetzt wird, dann denke ich, ist der Voigt-Schneider-Propeller der effizienteste Antrieb. Es gibt da viele Vergleiche. Es gibt eine Ausnahme, das ist, wenn bei stehendem Schiff gezogen wird, dieser Pfahlzug, Standzug. Also wenn das Schiff sich nicht bewegt, dann ist ein Düsenpropeller besser, diese Korddüse, die der erfunden hat. Also die dann direkt quasi in eine Richtung, weil maximale die Kraft. Die Düse wird so umströmt, dass da auch Unterdrücke entstehen und dann ist die Düse Teil des Kraftsystems und erzeugt fast bis zu 50% der Gesamtkraft. Und da haben wir zwar eine Schutzplatte, eine Schubplatte unter den Schleppern, aber die erzeugt nicht ganz so viel. Also bei stehendem Schiff gibt es einen Nachteil, aber gerade bei Fahrt des Schiffes ist der Voigt-Schneider-Propeller in der Regel vorn. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, weil wir haben welche Type man einsetzt, aber vom Wirkungsgrad hat er wirklich einen klasse Wirkungsgrad, sonst wären wir auch nicht existent. Noch eine letzte Frage, das zielt jetzt noch mal so ein bisschen auf vorhin, die sind etwas zeitversetzt. Ich denke, es geht hier nochmal um das kinematische Getriebe. Kann man das vergleichen mit einer Taumelscheibe bei einem Hubschrauber? Jein, also die Taumelscheibe beim Hubschrauber ändere ich natürlich auch die Flügel. Im weitesten Sinne ja, im engeren Sinne ist das Prinzip ein anderes. Okay. Okay. Aber das Gute ist, dass Dirk ja auch weiß, wie eine Taumelscheibe vom Hubschrauber funktioniert. Ne? Genau, ja, wir kümmern uns um alle rotierenden Antriebe. Ja, super. Ich glaube, wir werden jetzt gleich mal in Richtung Montagehalle gehen. Oder haben wir noch was Wichtiges vergessen, was du eventuell noch zum Simulator anmerken möchtest? Oder hast du vielleicht einen kleinen Tipp für die Zuschauer, die jetzt mal den Simulator das erste Mal ausprobieren möchten? Mit welchem Fahrzeug sollen Sie anfangen? Man kann ja, glaube ich, 5 Fahrzeuge oder 6 auswählen in der App. Ich würde auf jeden Fall eins nehmen mit so einer Nebeneinanderanordnung von Propellern, das typischerweise auch mit Fahrthebel und Steuerrad gesteuert wird. Stimmt, im Simulator gibt es auch welche mit Joystick. Ne? Genau, wir haben noch das andere Konzept, dass wir Schiffe mit Joysticks steuern, also beispielsweise so eine Doppelentfähre mit Propellern vorne, hinten. Da würde das Konzept nicht funktionieren, weil wir auf dem Steuerrad ja den Querschub von beiden Propellern synchronisiert haben. Ja. Das geht nicht, wenn die nicht so direkt nebeneinander sind, oder dann funktioniert das nicht so gut, das Schiff zu steuern. Deswegen haben wir dann typischerweise Joysticks, einen für die Antriebe im Bug, einen für die Antriebe im Heck. Das kommt moderner daher, ist manchmal beliebt. Ich glaube, einfacher ist trotzdem dieses Konzept Geschwindigkeit einstellen, steuern mit dem Steuerrad, sich darauf fokussieren. Ich würde damit anfangen. Okay. Welches Schiff wäre das, Sebastian? Das ist zum Beispiel die Velox, der Schlepper. Das Offshore-Schiff, die Kronborg, kann man umstellen zwischen 2 verschiedenen Stellmöglichkeiten. Generell muss man die Haddock-Fähre. Und die Haddock-Hafenfähre, die wir hier jetzt gerade auch fahren. Ja, die kennen natürlich viele von den Zuschauern, weil wir die halt so oft sehen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Brücke jetzt hier von unseren anderen Streams dann mal zu der Haddock-Hafenfähre. Okay, Sebastian, vielen Dank. Ja, sehr gern. Dirk, wollen wir gleich mal in Richtung Montagehalle gehen? Genau. Jetzt dann basteln wir das Mikro einmal um. Ja. Ich nehme mal die Kamera. Warte mal, halt mal kurz noch die Kamera, bis wir das Mikro umgebaut haben. Genau, ich gebe dir wieder den Magneten. Ich helfe dir mal gerade beim Ankleiden. Ja. So, wunderbar. Das heißt, genau, jetzt gehen wir in unsere Montagehalle. Das heißt, wir haben jetzt einen kleinen das ist meine, Wichtig, genau, einen kleinen Weg zu laufen. Und dann schauen wir uns mal an, wie so ein Propeller montiert wird. Jetzt gucken wir uns den mal in echt an. Genau, das wird spannend. Ja, dann Sebastian, danke. Ne? Sebastian, vielen Dank. Ja, viel Vergnügen noch. Genau. So, soll ich mal vorangehen? Ja, bitte. Genau. Es regnet, glaube ich, im Moment auch nicht. Das heißt, wir können jetzt in Ruhe rübergehen.
Jetzt gehen wir ein kleines Stück hier mal über das Ja, Werksgelände. das ist also ein großes Gebiet. Hier sind also viele Fertigungsmaschinen. Heidenheim ist das Headquarter von Voith. Hier arbeiten 4000 Menschen. Das ist das Management, das ist Forschung und Entwicklung und eben auch Fertigung. Aber ich hatte ja eingangs gesagt, Voith hat 22.000 Mitarbeiter. Das heißt, es gibt überall auf der Welt welche. Da hinten ist eine große Schweißhalle, gibt es eine große Zahnradfabrik. Hier werden dann Fertigungsfelder, wie wir es nennen. Da sind dann Werkzeugmaschinen, die Teile für Propeller, für Turbinen und wir gehen jetzt hier rüber, und für eben Schiffspropeller herstellen. Und ja, das ist hier die große Turbinenhalle, da steht dran 1929. Man weiß, das war von der Weltwirtschaft schwierige Zeiten. Respekt der Firma Voith, dass man da so investiert hat in der Zeit, in der nachher Inflationszeiten und so weiter waren. Das ist ja schon eine tolle Sache. Das heißt, in der Turbinenhalle wird genau was montiert? Da werden Wasserturbinen, also auch Bearbeitungsmaschinen, Wasserturbinen, mit denen in Elektroenergie erzeugt wird, die werden dort montiert, bearbeitet oder eben auch Service insbesondere gemacht. So eine Turbine, die läuft ja 24/7 ununterbrochen, und da wird dann nochmal zum Service kommen, die alle, keine Ahnung, 20 Jahre. Und dann schaut man, hier werden unsere Teile verpackt, um dann in die Welt geschickt zu werden. Und man sieht, das Werk läuft noch lange. Ganz am Ende ist unser Ausbildungszentrum. Jetzt gehen wir hier rein. Wir sind schon hier. Jetzt müssen wir Schutzbrille einmal Wir haben umsetzen. Sicherheitsschuhe an, Ja, eine Schutzbrille auf. Das heißt, ich habe auch eine Brille über Brille. genau. So, jetzt kommen wir hier in die heilige Halle. Genau, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zu dem Chef der Heiligen Halle. Das ist der Meister. Ja. Das ist der Jürgen Jelly. Und dass ich euch mal den Jürgen Jelly vorstelle und dass der mit uns mal rumgeht, weil hier wird halt gewerkelt. Und ich glaube, das ist mal ganz interessant, das zu sehen. Das heißt, ich werde mal, der Jürgen, der ist da drin. Hier ist also das Meisterbüro. Jürgen, bist du noch in Aktion? Wie lange brauchst du noch? 5 Minuten, okay. 5 Minuten. Der Jürgen braucht noch 5 Minuten, dann starte ich schon mal. Haben wir ein super Timing. Egal. Genau, dann starten wir schon mal. Der Jürgen ist noch irgendwie im wichtigen Gespräch. Das heißt, was wir hier sehen, ist eine Montagehalle. Und wir starten jetzt mal am Ende der Fertigung. Hier werden Propeller geprüft. Das heißt, hier sind unsere Prüftöpfe. Jeder Propeller, den wir ausliefern, der macht einen sogenannten Factory Acceptance Test, FAT. Und der wird jetzt hier durchgeführt. Und hier sieht man auch schon ein schönes grünes Schild, Freigabe. Das heißt, hier wird getestet, stimmt der Ruhiglauf, die Vibrationen werden analysiert, stimmt das Steuerungsverhalten, all das. Und dieser Propeller, der wird nach Spanien gehen, zur Reederei Boluda, und wird dort einen Schlepper antreiben, der 80 Tonnen Pfahlzug erzeugt, also einen großen Schlepper. Das ist auch ein ganz schöner Durchmesser. Das ist quasi der Kopf, sagt man Kopf von dem Propeller, weil da sind jetzt keine Flügel. Nee, die wären dann unten drin, ja. Genau. Und das ist jetzt der Teil, der im Schiff ist, der dafür sorgt, dass Energie transferiert wird, der dafür sorgt, dass die Flügel quasi angesteuert, also der Radkörper sich dreht, und dass die Steuerung funktioniert, also dieses, was ihr im Simulator gesehen habt. Okay. Genau. Und wenn wir hier mal rumschauen, das ist hier also eine Montagehalle, wo wir haben sogenannte Taktmontage, also in 7 Takten wird das montiert, und wir fertigen so ungefähr pro Woche einen Propeller, kann man sagen. So, das ist so der Gang, wie das läuft. Genau. Was haben wir jetzt hier für einen Durchmesser bei dem Ja, Propeller? genau. Der hat einen Flügelkreisdurchmesser von 3,20 Meter. Der hat zum Beispiel 6 Flügel, weil die Frage herkam, weil wir da große Leistungen umsetzen. Und unser größter hat aktuell 3,60 Meter. Wir haben auch schon mal 4 Meter gebaut, Flügelkreis.
Und der kann 3000 Kilowatt Antriebsleistung umsetzen. Das ist schon ganz gut. Und wird bei dem Schlepper werden da auch 2 eingebaut? Auch 2, ja. Zwei von diesen Monstern? Genau, 2 von den Monstern. Ja, der Schlepper, der hat schon Power, ja. Genau. Ja. Ja, es ist, also was ich halt faszinierend finde, ist, man kann manche Dinge erst begreifen, wenn man daneben steht. Genau. Also die pure Größe, die beeindruckt mich gerade. Wie lang werden die Flügel, die da drunter Also kommen? die maximale Länge, die wir haben, ist 3,20 Meter, das längste, aber hier haben wir 2,65 Meter. Und, das geht aber, ne? Also ich sag mal, was Tiefgang angeht im Vergleich zu einem herkömmlichen Propeller. Ja. Also wir brauchen weniger Tiefgang als ein herkömmlicher. Und wenn wir jetzt mal gucken, was ist das hier? Das sind Hydraulikzylinder, die diesen Steuerpunkt verschieben. Also der macht dann den Fahrschub und der macht den Steuerschub. Ja, also dann, Darf ich da von oben reinfilmen? Kann ich ja, können wir mal schauen. Ja, das geht. Ja. Hier sieht man mal dann die 2 Zylinder. Hier sieht man die 2 Zylinder. Da unten sieht man das Kegelradgetriebe, wenn man schaut. Das können wir uns gerne anschauen. Genau. Das ist hier, genau. Und dieser kleine Geber, also diese kleine Stange, die zeigt an, wo die Kraft hingeht. Das ist also, okay. Genau, ja. Und genau, das ist also, und hier wird dann die Hydraulikenergie versorgt. Also wir machen hier immer diesen Probelauf, da kommt in der Regel auch der Kunde und stellt dann vor, guckt sich an, wie das Ganze funktioniert. Und das nennen wir dann Factory Acceptance Test, also Probelauf, genau. Ja. Und jetzt können wir auch mal hier weiterschauen. Ich glaube, der Jürgen ist noch im Gespräch, das heißt, den werden wir dann nachvorstellen. Jetzt sieht man mal so hier, unsere Teile, die sind geprägt, das ist der Radkörper, durch sehr viel Engineering. Das heißt also, es wird alles mit berechnet, mit finiten Elementen in der Struktur genau. Die Teile sind sehr, sehr hochwertig. Und wenn wir jetzt hier weiterschauen, hier sehen wir dann einen elektrischen Volksschneider-Propeller für ein Forschungsschiff in Taiwan. Und da sehe ich auch schon die grüne Karte für Freigabe. Das heißt, der Motor, das ist der Elektromotor, der wird 3000 Kilowatt umsetzen. Also sind 3000 Kilowatt Systeme da mechanisch. Und hier ist dann aber alles inklusive. Das heißt, das ist so eine Plug-and-Play-Variante. Ich schließe nur noch 6 Kabel an und dann läuft der. Bei dem anderen muss ich dann eine Wellenleitung und so weiter. Und hier sind dann Permanentmagneten und Spulen. Das ist also ein permanentmagnet erregter Synchronmotor, den wir dann nutzen, den wir auch alleine produzieren. Da haben wir noch einen Partnerproduzent, die Firma Elin in Österreich. Ja. Und wir bauen diese elektrischen Propeller werden sehr gut nachgefragt. Das heißt, unsere Fertigung tendiert jetzt schon zu 60-70% direkt elektrisch. Also wir haben uns der Aufgabe Elektrifizierung erfolgreich gestellt. Also hier habe ich quasi alles integriert, das heißt der Motor und so weiter. Und bei den ursprünglichen, da habe ich noch mal irgendwo extern einen Antrieb, eine Maschine und das Ganze wird dann über eine Welle, ein Getriebe auf den Propeller übertragen. Auf diese vertikale Kegelradgetriebe. Ein Kegelradgetriebe. Haben wir das, warte mal, das sind, ach so, da hinten haben wir, glaube ich, so einen konventionellen, oder? Ja, wir gucken mal weiter, genau. Ja. Das ist ja auch ein konventioneller. Ach so, hier, genau. Das heißt, hier wird dann hier rüber quasi, also wird hier quasi die Maschine, die Antriebsmaschine angeschlossen? Nee, da nicht, das sind die Zylinder. Die Antriebsmaschine wird hier angeschlossen. Hier. Ah ja, okay. Das ist das Eingangsgetriebe. Und hier sind dann 2 Pumpen dran, die für die Steuerung, für das Steueröl, also für den Steuerdruck sorgen. Und das heißt, wenn jetzt die ganze Elektrik ausfallen würde, würde immer noch der Propeller steuerbar sein. Ah, okay. Das heißt, so ein Blackout des Schiffes würde uns gar nicht mal so treffen. Genau, da fährt jetzt gerade ein Hallenkran, wird jetzt garantiert irgendwas umgesetzt. Und genau. Wir müssen jetzt weitergehen. Ne? So. Haben wir zwischendurch vielleicht noch eine Frage, solange wir... Ja, wir warten ja. Dann würde ich sagen, machen wir mal Fragen beantworten, bis der Jürgen aus seinem Termin kommt. Genau, dann
Ja, das ist halt live. Wir hatten mit dem Jürgen vorher was abgesprochen, aber klar, wenn da natürlich ein wichtiger Termin zwischenkommt. Der muss jetzt hier was managen. Was willst du dann machen, ne? Ja, genau. Also, nee, warte mal, jetzt hatten wir hier, einige Fragen wiederholen sich natürlich. Jürgen. Und hier ist noch eine ganz interessante Frage. Ist eigentlich jeder Propeller eine Einzelanfertigung oder... Hallo, wir beantworten gerade noch eine Frage. Kein Problem. Und zwar, ob jeder Propeller eine Einzelanfertigung ist oder habt ihr sowas wie Standard? Wir haben Standards, wir haben Typen. Das heißt, wir haben das in Größenklassen. Die Propeller heißen VSP, Voigt-Schneider Propeller 32. Das ist 3,20 Meter Flügelkreis, also das Dezimeter. Oder VSP 12, 1,20 Meter. Und wir haben einzelne Typenklassen, die werden dann durchkonstruiert. Und da werden dann vielleicht mal die Blattlängen angepasst. Aber ansonsten ist das hochstandardisiert, sonst wäre das gar nicht darstellbar. Und jetzt ist der Jürgen da. Hi, hallo. Moin Jürgen, wollen wir Jürgen mal ein Mikrofon weitergeben? Machen wir meins, oder? Also oder habt ihr noch eins? Du kannst das auch gerne, mit dem Jürgen uns hier durchführen. Und ich komme dann einfach etwas näher zum Fragen. Ja, das können wir auch machen. Ich stecke dir das mal an. Ja. Na? Dann gut. Ich gehe mal in die Mitte, dann müsste das auch vom Lautstärkepegel her gehen. Ne? Ich glaube, so geht's, oder? Ja. Hört man das, ja. So, ja, vielleicht mal ganz noch 2 Worte. Der Jürgen, das ist hier der Meister der Fertigung. Das ist ganz wichtig, dass wir hier diese Montage gut organisiert haben. Und Jürgen, da sind wir sehr stolz drauf, schon 35 Jahre bei uns und ist wirklich ein Top-Meister. Und ich muss sagen, wir liefern hier hohe Qualität, termingerecht und dank Jürgen und seinem Team. Ja, das ist Jeder Voigt-Schneider-Propeller läuft hier durch deine Hände. Es gibt nicht noch eine andere... Nee, wir haben keine andere Werk. Montage oder ein anderes Werk oder so. Wir machen alles hier in Heidenheim. Also von klein bis groß, genau, ja. alle Schiffstypen. Ja. Alle Schiffstypen, alle Propellergrößen. Wir können auch einen Mix fahren. Ja. Wir können auch eine Größe 32 fahren und dann machen wir einen 18er oder einen 16er und dann einen 26er, dann einen EVSP, dann einen mechanischen Propeller. Wir können macht alles. Hier gerade ein Geräusch. Ja, Bist du das? Das bin ich, aber das ist, glaube ich, schon Schluss. Ja, genau, ja. Magst du uns mal kurz durch die Montagehalle führen? Ja, dass wir mal so ja, die groben Stationen. Wir müssen, glaube ich, nicht zu kleinteilig werden, aber vielleicht, dass man auch so ein paar Schlüsselelemente der Propeller sieht. Ne, ich glaube, die Flügel können wir da hinten noch angucken. Können wir machen, ja. Ich weiß nicht, wo wart ihr? Wart ihr schon Prüfstandsbereich? Nein, wir haben hier, den Prüfstand haben wir schon mal angeguckt. Okay, ja. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, wir haben jetzt geschaut den Prüfstand und wir haben geschaut schon mal in den Elektro-VSP rein. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt mal weitergehen, dass du mal vielleicht uns zeigst, wo die Teile so liegen. Und wie viele Leute hast du hier im Team, Jürgen? Ja, insgesamt sind wir 26 Mitarbeiter. Da gehört die Logistik auch mit dazu zu mir. Ja. Und Wareneingang. Und wir haben wir atmen zwischen 18 und 22 Mitarbeiter als Schlosser. Ja, und Industriemechaniker und Mechatroniker. Wobei das ganz interessant ist, früher waren es eigentlich nur Industriemechaniker. Mittlerweile hat sich das Arbeitsumfeld ein bisschen geändert, da ja viel Elektrik dazukommt. Ja, ist jetzt praktisch das Berufsbild des Mechatronikers stärker gefragt als der Industriemechaniker. Da bin ich einfach flexibler, was der Mitarbeiter anbelangt. Ja. Bildet ihr auch aus? Wir bilden auch aus, ja. Wir haben eine gute Ausbildung bei uns. Ja. Mechatroniker, Industriemechaniker und wir haben auch jetzt hier ein paar Kollegen vorne sind neu aus der Ausbildung, praktisch haben wir übernommen, ja, bei uns. Und wir übernehmen auch dieses Jahr wieder einen aus der Ausbildung bei uns, einen Mechatroniker. Also da sind wir ständig dran. Also falls ihr hier aus der Region kommt oder auch von weiter weg und sagt, ich habe Bock, natürlich. Ich habe Lust, die richtig coolen Spielzeuge zu bauen, dann schaut mal, ihr habt sicherlich auf der Webseite irgendwie so Karriere. Ja, haben wir. Absolut. Ja, ich denke mal, das findet man, falls da jemand Interesse hat. Okay. Also wer Lust auf was Größeres hat oder so, der kann gern sich hier bei uns bewerben. So, hier hatten wir den nennt ihr EVSP. Ja. Elektrischer Voigt-Schneider Propeller. Hatte der Dirk schon gesagt, das ist im Prinzip Plug and Play. Das ist alles integriert. Also man kann das so nehmen, ins Schiff einbauen und muss im Prinzip nur Strom rausgeben. Genau, ja. Da wird man irgendwo einen Generator haben, einen Hilfsdiesel oder ähnliches, der den Strom erzeugt und dann Kabel ran. Genau.
Kabel ran und dann dreht sich die Bude. Ja. So einfach. Das Sorry, ist, wenn ich das ein bisschen vereinfache. aber das machen wir auch hier bei Jürgen auf dem Prüfstand. Ja, genau. Super. Ja. So, und hier haben wir jetzt nochmal. Hier haben wir jetzt im Endeffekt denselben Propeller, ist ein mechanischer Propeller, ja, gehört in den Schlepper rein. Wir haben dasselbe Modell, haben wir da vorne gesehen, auf dem Prüfstand. Das ist der Kollege, das ja. ist das Pärchen. Sind immer zwei, okay. immer ein Pärchen. Ja. Alles klar. Wobei bei der Fähre habe ich sie nicht parallel, sondern ich habe sie Front und Heck. Ja. Aber jetzt beim Schlepper sind sie zwei nebeneinander. Nochmal eine Detailfrage. Bei der Fähre zum Beispiel sind sie ja parallel und laufen ja gegenläufig. Beim Schlepper. Beim Schlepper. Bei der Hafenfähre, Hamburger Hafenfähre, waren sie auch parallel, ne? Ja, ja. Genau. Und Aber bei den Double-End-Fähren. Double-End-Fähren sind sie vorne hinten. Aber wenn man so ein Pärchen hat, das quasi gegenläufig rotiert, ist dann der eigentliche Kern oder der Körper des Propellers identisch oder ist komplett alles spiegelverkehrt gebaut? Oder muss ich nur die Messer, die Flügel quasi drehen? Nein, die Gehäuse sind unterschiedlich. Es gibt ein CW, ein Clockwise-Gehäuse und ein Counter-Clockwise-Gehäuse. Okay. Ja, ein rechtes und ein linkes. Hat natürlich auch das Zahnrad, ist praktisch auch von der Verzahnung her rechts-links. Ja. Und ein paar Details sind anders, aber so im Großen und Ganzen ist es dasselbe. Ja. Okay. die Teile sind auch viele gleich. Ja. Okay. Das heißt, Jürgen hatte tatsächlich jetzt letztens die Aufgabe, die er super erfüllt hat im Team. Wir mussten einmal in der Drehrichtung umbauen. Ja, genau, das war so mit dem Reservepropellerkonzept und so weiter. Ja. Und ja, Jürgen, das ging ja ganz schnell. Ne? Das Ja. war eine Größe 16, nee, Ja. 18 war das. 18 war es, Eine ja. Größe 18 und ja, wie lange habt ihr da gebraucht? Ich würde mal sagen 2 Wochen. 2 Wochen, Ja, 2,5, ja. glaube ich, ja, bis es dann ausgeliefert war. Und also die Teile, die Kinematikteile sind identisch. Es ist natürlich andersrum zusammengebaut, aber das geht. Ja. Und hier sieht man auch sehr schön, was ist im Wasser, das ist dieser Genau, ja. Radkörper. Also das, was jetzt schwarz ist, hier unten, ja, also ich bin praktisch, hier ist es Schiffshaut. Und das Dunkle, das Schwarze unten, das ist das, was sich im Wasser dreht. Was man jetzt nicht vergessen darf, hier fehlen uns ja noch die Rotorblätter. Ja? Ja. Also man kann sich das jetzt vorstellen, wenn ich jetzt hier noch 2 bis 3 Meter Rotorblatt dazugebe, in was für eine Dimension an Propeller das ich habe. Ja? Weil jetzt, die unterschiedlichen Propellergrößen, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Propellergröße 36, was unser größter Propeller ist, was der Dirk gesagt hat, 3,60 Meter Flügelkreisdurchmesser, dann bin ich etwa bei 78 Tonnen Gewicht von meinem Propeller bei der Größe. Dass man mal eine grobe Vorstellung hat, was das an Stahl ist. Ja. Ich nehme dir mal das Mikro ab. Ja. Und ich halte das mal in der Hand, weil der ein oder andere hat schon geschrieben, man versteht mich schlecht. Das ist halt der Nachteil von den kleinen Mikros. Man muss die doch immer recht nah nehmen und wenn man dann noch Umgebungsgeräusche hat. Aber ich kann das so ein bisschen hin und her halten. Ja, das ist halt live aber unsere Zuschauer sind auch leidgeprüft, was das angeht. Vielleicht eine ganz kurze Ergänzung, weil Jürgen richtig sagt, das ist im Wasser. Allerdings hat der Propeller eine ganz tolle Eigenschaft. Der wirkt so ein bisschen wie eine Zentrifugalpumpe und das Wasser wird weggedrückt und wenn der Propeller läuft, ist das mit Luft gefüllt. Okay. Und die Luft, die bleibt auch, weil da ja kein Abriss ist. Das heißt, wenn der Propeller steht, dann ist die auch, nach einer langen Zeit geht die weg, aber wenn er sich dreht, ist es schnell wieder draußen. Aber der läuft da in Luft, da entsteht kein Wasserverlust. Der Propeller ist ja in einem sogenannten Brunnen drin. Ja. Das heißt, wie sagt man da, der Schiffsunter ist praktisch eben mit dem hier. Ja. Also das ist quasi der Schiffs, ja wie gesagt, der Boden, ja genau, Ja, also der das Schiffsboden, schließt genau. ab. Ja. Genau, Ja, ja. die Außenhaut. Und das meinte Dirk dann praktisch, der Raum hier, ja, sobald sich das dreht, wird der Wasser leer. Ja. Und dann gibt es ein Ventil und über dieses Ventil geht dann das Wasser weg. So, ja. Okay. Wollen wir uns jetzt mal Können wir machen, in Richtung ja? Flügel gehen? Ja. Das ist ja das Wichtigste. Ja, das Die ist. Flügel sind das Wichtigste, genau. Deswegen machen wir die ganze Story. Das heißt, die bringen die Kräfte ins Wasser.
Steckt in den Flügeln auch die meiste Entwicklungsberechnungsarbeit? Wir haben hier noch, wenn man das mal kurz, Entschuldigung, wenn man das kurz zeigt, machen hier unsere Verrohung. Ja? Also hier der Herr Heinle ist der Teamleiter von der Verrohung. Ralf, sag mal Hallo. Ja, genau. Ja. Und hier machen wir alles, was Schweißenrohre, Biegenrohre, das ganze Thema Rohre. Also was hatte ich jetzt nochmal für eine Frage gestellt, habe ich schon wieder vergessen. Die Flügel, ob da am meisten, also ja, in den Flügeln steckt sehr viel Know-how-Berechnung drin. Das denke ich schon, ist am meisten auch in der Wechselwirkung mit dem Schiffskörper. Wie steuert man die Flügel, welche Form? Alle anderen Teile sind auch sehr berechnungsintensiv, aber im Flügel steckt schon sehr viel Know-how. Auch Fertigungs-Know-how, weil der hoch belastet ist. Okay, und jetzt, ja. Ja, hier sieht man die Flügel. Sollen wir da hingehen? Ich nehme mal kurz die Kamera ab, ich will da mal einmal ganz dicht dran filmen. So. Also, hier haben wir die heiligen Flügel. Genau. Die haben jetzt was für eine Länge haben die, beziehungsweise wie weit geht das hier noch runter? 2,65. 2,65, ja. Das geht hier ziemlich tief runter, damit ich flexibel bin, ja, in der Blattlänge und für die Montage. Ja. Wir haben jetzt die Flügel für euch ein bisschen nach oben gefahren, dass man das besser sieht. Ja. Aber normalerweise sind die wie der Ständer daneben in der Position, sodass der Mitarbeiter diese Lager und diese Buchsen, Manschetten gut montieren kann. Wie werden denn eigentlich so fertige Propeller transportiert dann zum Kunden, in die Werft? Also meistens demontiert oder in die einem Flügel Stück? sind ja nicht montiert. Ja? Die Flügel gehen ja lose mit. Man sieht es ja da drüben. Sind fertige Flügel, genau auf dem Anhänger. Und der Propeller geht mit LKWs, also Schwertransport. Ja? Und die Flügel gehen dann extra, werden in den Hafen gefahren und gehen dann von da weltweit, werden die da verschifft. Okay. Gibt es noch etwas, was du hier zeigen kannst? Haben wir hier noch was Interessantes? Also die Flügel haben wir. Eine Frage, wie werden denn die Flügel eigentlich hergestellt? Werden die gefräst oder werden die aus einem Block? Das Flügelblatt mit dem Zapfen, ja, das ist über eine Freiform geschmiedet. Wie muss ich mir das Schmiedeteil. vorstellen? Also das ist im Endeffekt ein geschmiedeter Rohling. Ja. Also es ist erstmal ein Klotz, genau, ein Stahlklotz. Genau, ja. Und dann wird da drauf rumgehämmert mit brutalen Kräften. Genau, der wird erhitzt, der wird warm gemacht, ja, bis er rot glühend ist. Und dann kommt ein Hammer, also ein Riesenhammer, und der drischt die dann. Echt? Ja. Und wird dann in diese präzise Form gebracht? Nicht so sind sie ja fertig bearbeitet. Also danach gehen die ja zum Bearbeiten, werden sie gefräst, poliert, okay. der Zapfen gedreht und so weiter. Macht Also, aber alles ein Hersteller. Okay, also es werden im Prinzip erstmal in die Grundform geschmiedet Genau. und dann hinterher mit Fräsen weiter bearbeitet, bis sie dann die exakte Fräsen, Form drehen, haben. ja, bohren, alles mit dran. Und jetzt hast du gesagt, von einem Hersteller, stellt ihr die selber nicht her? Nein. Das mal lasst ihr dann machen, da Ja, habt ihr einen genau, Partner. ja. Okay. Ich finde die beeindruckend. Also gerade die Flügel, das ist. Also wenn ich mir halt jetzt einfach vorstelle, dass sich das alles dreht mit. Was sind denn so die maximalen Drehzahlen von den großen Propellern? Also Die großen Propeller drehen sich relativ langsam. Die drehen sich vielleicht mit einer Umdrehung pro Sekunde, ein bisschen mehr, also mit 60 Umdrehungen pro Minute. Die kleinen Propeller, die können dann schon bis zu 150, 160 Umdrehungen. Das heißt also, am Ende sind immer die Geschwindigkeiten am Flügel immer ungefähr die gleichen, immer so um die 10 Meter pro Sekunde. Aber desto größer der Propeller, desto langsamer muss er sich drehen, um die Geschwindigkeit zu erzielen. Genau. Und vielleicht fass doch noch mal die Oberfläche an. Du wirst sehen, wie schön glatt die ist. oh ja. Das ist, Oh ja, die sieht auf den ersten Blick gar nicht so glatt aus, aber das
Das ist Babyhaut. Ja, genau. Also Qualität ist bei uns ganz wichtig und da sind wir auch sehr froh, dass wir da mit Jürgen immer einen Mann haben, der da immer sehr genau hinguckt. Das heißt, was wir ausliefern, das ist wirklich Top-Qualität dank des Teams hier in der Werkstatt. Aber gehört noch mehr dazu. Die Teile werden eingekauft, eine Eingangsprüfung wird gemacht, es gibt ein Projektmanagement und so weiter. Das ist schon ein großes Team, das dafür sorgt, dass wir erfolgreich sind. Ja, Wahnsinn, sehr beeindruckend. Ja, Das ist, komm, also lass uns vielleicht noch mal zu den Flügeln da gehen. Das heißt, wir gehen jetzt hier, ich weiß gar nicht, da kommen wir durch. Geh mal vor. Bleib standhaft. So, hier sieht man dann, die Flügel, die sind jetzt schon fertig montiert und die werden dann, in diesem Falle ist die Werft in den Niederlanden, in Holland, die werden nach Holland geschickt und da dann eingebaut und das Schiff wird dann in Spanien laufen. Dafür werden die gemacht. Ne? Ja, genau. Ja, ich glaube, da konnten wir mal einen schönen Eindruck hier vermitteln. Ne? Ja. Genau. Super. Ich glaube, dann Dann werden wir jetzt, dann nehme ich, also erstmal vielen Dank. Ja, gerne, Ja? kein Thema. Und dann gehen wir jetzt gleich mal in Richtung Versuchstank. Ja, dann nehme ich Okay. dir mal das Mikro ab. Vielen Dank für den Einblick. Hast du deinen Magneten noch? ja, ist das okay? Ja, Ja, das ist okay. Okay, dann So. gehen wir jetzt weiter. Jürgen, vielen Dank. Jürgen, Und dann, Dankeschön. wir gehen jetzt da lang. Ja. Jetzt gehen wir wieder zurück. Man hört hier wird gehämmert, hier werden Schrauben angezogen mit Schraubenwerkzeugen und so weiter. Das heißt, jetzt ein elektrischer Schraubendreher. Ist hier eine hochwertige Maschinenbaumontage und die Leute, die Mitarbeiter, man sieht das auch, wir haben hier einen gesunden Altersmix aus jüngeren und erfahrenen Leuten. Das heißt, wir sind jetzt hier schon sehr lange in der Produktion und haben eben auch ein riesen Know-how. Also es gibt wirklich viele Details, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden und diese gilt es zu beherrschen. Und das Ich denke, hier wird auch mit sehr, sehr geringen Toleranzen gearbeitet. absolut, oder? absolut. Also Also das sah das ist ja die Toleranz. präzise aus. Ja, die Toleranzen sind zum Teil im Hundertstelbereich, gerade auch bei Lagerstellen, bei Passungen, bei speziellen Passungen. Da gilt es dann sehr genau zu fertigen und das wird dann auch ganz gut gemacht. Ja, hier hören wir die typischen Geräusche einer Montagehalle. Das ist so, Das heißt, ist immer eine Herausforderung mit Ja. dem Ton, aber ich glaube, Ja. dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, wie so, sich das wirklich anfühlt. gut. So, der Regen ist auch wieder da. Ja, das heißt jetzt, Adela, jetzt fahren wir dann zum... Versuchstank. Ja, genau. Das heißt jetzt... Können wir die Zeit für Fragen vielleicht auch nutzen dann? Genau, das können wir machen. Ach, guck mal, hier war die Frage nach Toleranzen. Gut, die habe ich gerade. Ja, das beantwortet. geht runter bis in den Ja. Hundertstelbereich, genau. Transportfrage war hier. Ja, also Ist wir auch haben- beantwortet. Ja, genau. Das vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Kleine Propeller, die sind schon inklusive Flügel, aber große, da kommen wir mit den Maßen, die Autobahnen etc. Bieten nicht hin. Das heißt, die werden dann auf der Werft eingezogen. Ach, guck mal, hier war sogar jemand, der hat geschrieben, in der Halle habe ich bis 1989 gearbeitet. Ja, das ist ja cool. Und sagt, viele Grüße an die Kollegen von Wie- Arthur. Gibt es die Galerie noch? Okay, Ja, die gibt es noch. okay, die Die gibt's gibt es noch. Ja, schön, ja. ja. Genau, ja. Nee, gehen wir gern weiter. So. Da hinten mit Ah, da hast du geparkt. Ah ja, okay. Also zu dem Versuchstank müssen wir jetzt ein paar Meter fahren. Ja. Adela, hast du eine Karte mit, dass wir reinkommen? Ja. Ja, okay, weil ich habe meine nicht mit. Genau. So. Also ich finde das super spannend. Ich muss noch mal ein ganz dickes Dankeschön an euch alle aussprechen. Also dass ihr uns hier diesen Einblick ermöglicht Sehr und das gern. so toll vorbereitet habt. Sehr gern. Ich bin beseelt, wie man so schön sagt. So soll es sein. Gut, dann steigen wir mal ein. Okay. Genau, dann steigen wir mal ein. So. Okay, jetzt werden wir auch noch chauffiert hier. Ja, das ist Luxus pur. Normalerweise läuft man zum Tank, aber wir haben jetzt den Luxus und werden da hingefahren. Adela ist so nett und macht das jetzt für uns.
So, genau. Hier ist noch eine Frage, auch eher fachlich. Wo findet denn die Propellerrevision statt? Ist das in Heidenheim oder dann in der Werft? Das ist also, wenn man mit Revision meint, dass man quasi so ein Schiff muss ja in die Revision, man nennt das Klassifikation, Klasse erneuern, je nachdem, alle 5 Jahre oder so, das wird dann natürlich in der Werft gemacht. Also die Propeller sehen wir in der Regel nicht wieder. Kleinere kommen vielleicht mal nach 20, 30, 50 Jahren zu einer Überholung. Aber große Propeller sehen wir nie wieder. Die werden in der Werft überprüft. Dann wird auch, Propeller hatte ich schon eingangs gesagt, brauchen sehr wenig Wartung, aber nach 20 Jahren wird dann vielleicht doch nach 15 Jahren eine Dichtung ausgetauscht und das macht man dann halt in dieser Zeit. Ne? Das ist so, genau. Wie viele Propeller baut ihr so pro Jahr? Ja, wir bauen so Pi mal Daumen, sagen wir mal so, jede Woche so Pi mal Daumen 50. Okay. Ja, das ist so ein Anhaltswert. Das sind mal mehr, mal weniger. Das hängt auch davon ab, ob wir große oder kleine. Kleine laufen ein bisschen schneller durch als große und das ist so die Anzahl der Propeller, die wir da fertigen. Gibt es bei solchen Produkten sowas wie klassische Garantie oder Gewährleistung? Ja, es gibt Gewährleistung, ja genau. Und das machen wir auch sehr gerne, weil wir totales Vertrauen in unser Produkt haben. Und also Industriebetriebe, Industrieunternehmen tracken ja ihre Gewährleistungskosten aus gutem Grund. Die sollen natürlich gering sein aus 2 Gründen. Erstens, weil wir zufriedene Kunden wollen und zweitens, weil wir da nicht Geld verlieren wollen, sondern das wollen wir lieber in Forschung und Entwicklung stecken. Und was wir dann, wir streben also geringe Gewährleistungskosten an. Wir haben, das kann ich sagen, in der maritimen Industrie, ich habe da Benchmarks-Berichts gelesen, haben wir die geringsten Gewährleistungskosten. Also mir ist kein Propellerhersteller bekannt, soweit die Einblicke überhaupt möglich sind, der da weniger Gewährleistungskosten hat. Oh, jetzt kriegen wir aber noch eine schöne Dusche von oben. Ja, genau. Also, wir hatten ursprünglich überlegt, ob wir das Stück laufen und die Zeit für Fragen nutzen. Ich bin gerade ganz glücklich, dass die Adela sich mit der Idee des Autos durchgesetzt ja, und dass hat. wir jetzt hier auch im Bus schön Platz haben. Ja, das ist gerade sensationell. Weil ja. das ist jetzt hier wirklich Cats and Dogs Raining. Das ist schon heftig. Ja, dann war hier war nochmal die Frage, ob ihr Lehrlinge sucht. Ja, das hatten wir eben Ja, kurz unbedingt. besprochen. Also unbedingt. Wir haben ein unbedingt. sehr gutes, neues, modernes Ausbildungszentrum. Und wir haben eine sehr hochwertige Ausbildung, was Jürgen gesagt hat. Wir bilden aus, wir suchen gerne Mechatroniker, aber auch Industriemechaniker, ich sag mal salopp, was man Schlosser nennt. Und die Berufsbezeichnungen haben sich ja geändert, aber vom Grundsatz her ist es ja so, dass man mechanische Arbeiten, mechanische Montagen macht oder Mechanik und Elektrik. Das ist so der Mechatroniker oder der Industriemechaniker. Erfreut ist hier in Heidenheim schon einer der größten Arbeitgeber. Das ist der größte oder? Arbeitgeber. Wir haben noch einen zweiten großen, das ist die Firma Hartmann, die Medizinprodukte machen, auch ein Weltkonzern. In der Nähe ist dann der große Zeiss-Konzern. Und also hier ist schon sehr viel Industrie, muss man sagen. Also es ist schon viel Industrie. Es ist, ja. Und hier links davon, wir haben jetzt geparkt, das ist die Versuchshalle für die Wasserturbinen. Also dort sind auch jede Menge Versuchstechniken da. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, was wir da machen. Und ja. So, dann werden wir jetzt mal durchhuschen. Dann oh, meine schöne Brille. Die brauchen wir jetzt nicht, ne? Kann ich die im Auto liegen lassen? Okay. Schnell rein erstmal. Zum nächsten Spielzeug. So, jetzt gehen wir zum Versuchstank. Da müssen wir runtergehen. Wir werden sehen, das ist eine Riesenanlage und die ist aus gutem Grund, beginnt die im Keller, zieht sich dann über 2 Stockwerke hoch. Deswegen steigen wir da jetzt in der Tiefe ein. Wir sind stolz, dass wir den Versuchstank haben. Kaum ein Propellerhersteller hat sowas. Das ist schon eine Sonderstellung. Hier sieht man so schon im Vorfeld ein paar Schiffe mit Vollschneider-Propellern. Das ist schon mal sehr schön.
Das ist ein Propeller, den haben wir im Rahmen eines Forschungsprojektes mit der Hamburger Schiffbauversuchsanstalt gemacht. Hier steht Pro Eis dran. Da wurden Eisversuche gemacht, also es wurde im Modellversuch untersucht, welche Kräfte Eis auf unsere Flügel auswirken. Und ich kann nur so viel sagen, Propeller sind sehr gut geeignet für Eisanwendungen. Und da hat man dann sehr genau die Kräfte und Momente gemessen. Das ist so. Sag mal, ich hatte die Frage hatte ich eben vergessen. Ich hatte gesehen, bei den Schleppern ist teilweise noch mal so ein Käfig um die Propeller. Wofür ist der gut? Weißt du, was ich meine? Also also es geht darum, ein Käfig ist in der Tat nicht, sondern das sind Streben und die halten darunter eine Platte. Ja. Und die nennen wir Schutz- oder Schubplatte. Und diese Platte erzeugt ungefähr 25% des Gesamtschubes bei stillstehendem Schiff. okay. Und wie eine Düse, so wirkt die Platte auch. Also leitet quasi den Wasserstrom dann noch. Ja, das Wasser wird angezogen, läuft um diese Platte rum, erzeugt einen Unterdruck und bringt eine sinnvolle, nutzbare Kraft. So, jetzt gehen wir mal rein. Das heißt, ich gehe mal vor. So, und hier sind wir ja, genau. Hier sind wir jetzt bei den Spielzeugen. Ja, genau. Hier sind alle neidisch auf, das ist der Rolf Gauder und das ist der Stefan Müller. Wir haben hier 2 Kollegen, die hier arbeiten. Die haben, glaube ich, die besten Jobs beim Voigt. Ja, Glückwunsch, ihr beiden. Das ist der Stefan. Hallo Stefan. Und Stefan ist bei uns Versuchstechniker und Rolf auch. Und die beiden, die haben sehr viel Erfahrung, die beherrschen ihr Handwerk. Das ist unglaublich gut, was die an Qualität liefern. Die machen hier die Versuche sehr selbstständig, die werten das aus. Also wir haben hier noch einen dritten Kollegen, der ist gerade auf dem Schiff und misst, das ist der Ralf Hallmann, der den Bereich leitet. Aber wir sind hier mit 3 Kollegen gut aufgestellt und man sieht, wir haben ja auch ein paar Werkzeugmaschinen. Das heißt eine Fräse, eine Drehbank, eine Bohrmaschine. Das heißt, hier werden Modellflügel hergestellt, Modellpropeller. Und das ist hier so der Vorraum. Der Rolf, der macht da gerade einen Propeller fertig. Der ist aber klein. Ja. Achso, eine Frage. Das ist ja schon groß. Sprechen wir hier über Forschung und Entwicklung? Also hier wird nichts in 1:1 Größe getestet, oder? Ganz selten, ganz selten. Wenn die 1:1 Größe klein ist. Ja, muss ich auch erstmal verstehen. Ich dachte halt, dass wirklich der finale Propeller genommen wird, dann packt man den in so einen Wassertank und macht da so einen Probelauf. Aber das ist jetzt falsch. Ja, können wir vielleicht dem Stefan das Mikrofon geben? Ja, das ist ja nicht genau, zu dann geben wir verstehen. dem Stefan das Mikro, dann kann er uns so ein bisschen... Vielleicht ist hier so ein Magnet dran, mach das mal Nee, so du kannst an. das hier einfach so anknipsen. Ach, das ist noch besser. Oder? Noch höher? Reicht das? Klipp's mal an, dann gib mir den Magnet bitte wieder. Genau, Magnet. Dann stecke ich den nochmal ein. Genau, dann kann der Stefan am besten so ein bisschen Genau. mal uns hier durch die Werkstatt führen. Wir sind hier in der Modellwelt, ja, wie man hier sehen kann. Die Modellpropeller, die sind vom Funktionsprinzip her gleich wie in der Großausführung. Dieser hier, den jetzt Rolf gerade vorbereitet, der geht auf Modellversuche, ja, in verschiedene Versuchsanstalten, Institute in der ganzen Welt. Je nachdem, wo ein Projekt stattfindet, wird quasi ein Modellversuch gebucht und der Kunde fährt dann zusammen mit der Versuchsanstalt mit unserem Modellpropeller unabhängig einen Versuch und anhand diesen Versuchsergebnissen wird dann später die Großausführung umgesetzt. Also heißt, ohne Modellversuche kommt es zu keinem Projekt. Ja. Okay. Erst danach erfolgt eigentlich die Vertragsunterschrift und genau, wir können hier die verschiedenen Modellpropeller zusammenbauen, können verschiedene Flügel einbauen. Ich kann auch da gerne mal... Ja, super. Nee, da kann man das sehr, sehr toll einmal dran sehen. Genau, was haben wir auch hier im Computer gezeigt haben. Unsere Schatzkammer. Wow! Das ist ja... Wow! Also, Ich will einen Flügel mitnehmen. Hat sich über die Wow. Jahrzehnte Wow. angesammelt. Gegen ein geringes Entgelt können wir darüber reden. Nein, Ja. aber ich glaube, man hört mich jetzt. Ja, ich halte ja, das genau. Mikro sonst rüber. Vielleicht noch ich bin ja nur hier auch verantwortlich für Forschungs- und Entwicklungsthemen. Man sieht, das sind Flügel, die wir alle gefertigt haben, auch über einen längeren Zeitraum. Und man sieht, hier fehlen welche. Und darüber freue ich mich, weil das bedeutet,
die Propellerflügel, die fehlen, die sind in Modellpropeller eingebaut, die irgendwo in einer Versuchsanstalt auf der Welt, das kann in China sein, das kann in den USA sein, das kann in Wageningen in den Niederlanden sein, in Hamburg, in Duisburg, in Potsdam, in Wien. Da werden Modellversuche gemacht und diese Modellversuche deuten darauf hin, dass dann in absehbarer Zeit das Schiff gebaut wird mit den Propellern. Das heißt also, und man sieht jetzt hier, wir haben dann auch hier, wenn ich diesen Flügel mal nehme, man kann jetzt hier so eine Endscheibe nehmen, das ist wie ein Winglet beim Flugzeug. Das reduziert die Wirbelbildung und kann dann je nach Belastungsgrad bis zu 5% Wirkungsgrad Vorteile bringen. Ja, und da haben wir jetzt hier jede Menge Flügel aller Kategorien. Hier sieht man mit so einem elliptischen Ende, das hat den Vorteil, dass ich hatte heute Morgen schon gesagt, das Wort Kavitation, dass das dann etwas später, aber dann über die gesamten Flügellänge eintritt. Das sind diese Flügel und ja, da haben wir hier eine schöne Sammlung und die werden dann zwar schon 5 Achsen gefräst, aber unsere beiden Kollegen, die machen das Finishing dann hier in super Qualität. Wir haben ja auch den einen oder anderen Zuschauer, der gerne Modellbau macht. Gibt es eigentlich Voith-Schneider-Propeller so wirklich für RC-Modellbau? Wurde das da umgesetzt oder sind die zu komplex dafür? Nein, in der Tat. Also es gibt diese Modelle. Dieses Modell, das blaue hier, die Velox, die ist schon ein bisschen älter, wahrscheinlich so um die 15 Jahre. Die, das kann ich mal hier vorziehen, die hat auch Modellpropeller. Ja? Die lassen sich auch verstellen, wie original in der Großausführung. Ist wirklich 1:1, kann man gleich loslegen und fahren. Das war aber dann, ist das eine Einzelanfertigung oder ist das ein Modell, was ich Nein, so das ist kaufen kann? ein Bausatz. Ich weiß jetzt nicht, ob der noch so zum Kauf freigegeben ist. Das war von der Firma Graupner. Was allerdings sehr neu ist, ein etwas älteres Modell. Ja. Unser erstes Wassertrecker-Modell, die Biene, da ist nur ein VSP eingebaut und hat den Hintergrund, alles begann mit einem VSP. Ja. Erst die Weiterentwicklung war dann später der klassische Voith-Wassertrecker mit 2 Voith-Schneider-Propellern im Bugbereich. Ja, das ist dieses klassische Voith-Wassertrecker-Prinzip. Ja. Und die anderen Modellschiffe, die wurden Ende der 80er Jahre von meinen Vorvorgängern gebaut, komplett. Auch die Modellpropeller im Bug, komplett Marke Eigenbau. Und das hier links, die Parat, die ist auch im Hamburger Hafen gelaufen. Und das ist auch ein kompletter Bausatz. Also nennt sich Schnellbausatz, braucht man ein paar tausend Stunden zusammenzubauen. Super. Ja, aber ist ja für den Winter jetzt genau das Richtige, oder? Zum Beispiel, genau. Also, Vielleicht, warte, ich gebe dir das Mikro wieder. Vielleicht darf ich noch was ergänzen. Hier ist so ein Modellpropeller und wir haben da eine ganz tolle Partnerfirma. Jetzt muss ich wirklich mal für die Werbung machen und mit gutem Gefühl. Das ist die Firma Bauer Modelle und die bauen wirklich tolle, die bauen die Modellsätze, wie Stefan schon sagte, die man dann ja schnell, man muss schon ein bisschen Geduld haben, aber die man dann zusammengebaut bekommt. Und man sieht dann hier so ein Modell, das ist auch wie der EVSP hier mit Spulen. Das ist ein super moderner Modellpropeller, den gibt es aber auch mechanisch, nach mechanischem Prinzip, das ist elektrische. Und der läuft wirklich auch klasse leise wie der große. Der mechanische läuft etwas lauter. Auch, und man kann die dann bei der Firma Bauer Modelle kaufen. Da gibt es auch eine Webseite. Also ich kann nur empfehlen, da kann man auch die Modelle, das sind wirklich tolle Sachen. Und also ich muss sagen, ich bin auch schon selbst diese Modelle viel gefahren. Das macht riesig Spaß. Ja. Ja, sehr cool. Das ist immer sehr, sehr schön, wenn die Kunden dann begeistert sind. Und wie kann man das auch nochmal zeigen? Wie das sich dreht hier oben, die Spule. Genau. Ja, dann, ich würde sagen, dann gucken wir mal ein bisschen weiter. Ich nehme mal das Mikro, ja? Gerne. Ja, also, ja, was wir, du darfst uns gerne führen. ja, das heißt, wir gucken jetzt zu unserem Versuchstank und auf den sind wir besonders stolz. Ich sage schon, aus gutem Grund sind wir im Keller eingestiegen, weil er hier startet und hier läuft das Wasser um, so wie man es vielleicht vom Windkanal kennt, machen wir das mit Wasser. Das ist ein Umlauftank. Und das ist schon ein großer, muss man sagen. Da sieht man, wie er aufgebaut ist. Und ja, da sind 200 Kubikmeter Wasser drin und wir können
bis zu 4,5 Meter Modellgeschwindigkeit machen, also Wassergeschwindigkeit. Das heißt, die Schiffe, die erleben dann schon die Fahrgeschwindigkeit wie in der Realität. Und diese Modelle kann man sich mal angucken. Hier ist mal so ein Voith-Wassertrecker, das mit dieser Platte drunter, wie du das schon gesagt hast, ist diese Schubplatte. Und da sieht man die Modelle eingebaut. Und da können wir jetzt, den können wir reinsetzen. Und dann können wir testen, welche Kräfte wir erzeugen. Wir können die Kursstabilität analysieren. Wir können Seitenkräfte messen. Also wir haben hier alle möglichen Messmöglichkeiten. Und hier sieht man dann, wie die Propeller eingebaut sind. Genau. Das kann man sich hier schön angucken. Das ist wirklich gut. Und da kann man sich mal anschauen, wie sowas aufgebaut wird. Also so ein Modellpropeller, der ist schon sehr hochwertig. Wir haben über Toleranzen gesprochen. Im Modell muss alles noch mal genauer sein. Ja? Also das heißt, diese Kollegen, die müssen sehr exakt arbeiten. Und ich kann mich erinnern, als wir den Stefan eingestellt haben. Stefan, das war schon eine ganze Weile her. Ne? Wann war das? Genau. Hier? Vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren. Aber den Stefan habe ich schon eingestellt und da waren natürlich unglaublich viele Bewerber, weil alle gerne hier diesen Job machen wollen. Und einer weiß ich noch, der ein gelernter Schlosser, der kam dann zum Vorstellungsgespräch und der hatte dann Riesenhände, ja, also wie man so in der Werftsprache sagt, wie Klodeckel. Und der mit diesen Riesenhänden, als ich das hier sah, guckt er so auf seine Hände, ich mach das mal, ich zeig das mal, guckt so auf seine Hände und sagt, nee, damit kann ich keine Modelle bauen, ich will die Stelle nicht. Aber viele andere wollten sie und genau, man braucht da und die beiden Kollegen, gut, das ist eine Mischung, die müssen akkurat arbeiten, müssen aber auch schon mal zupacken. Das heißt, beide Kollegen gehen auch an Bord zu Messungen und so weiter oder schrauben dann an großen Propellern. Also ich glaube, ihr habt wirklich einen vielseitigen Job hier. Ne? In der Tat, ja. So, dann wollen wir mal hochgehen. Ja, wollen wir jetzt mal, wollen wir was laufen lassen. Das heißt, wir gehen jetzt mal 2 Decks höher. So, das Schöne ist, man kann von allen Seiten gucken. Man kann die Strömung sichtbar machen, mit Fäden, mit Tinte. Und man kann jetzt auch von unten gucken. Hier sehen wir schon den Propeller. Ja, der wird nachher anlaufen und wir gucken nachher auch nochmal von unten, aber wir gucken erstmal von oben. Wir kommen hier wieder her. Also wir kommen hier wieder her. Schön Kopf einziehen. Ja, schön Kopf einziehen. Nicht Kopf stoßen. So. So, also ja, das ist jetzt hier die Messstrecke und hier ist unser sogenanntes Freifahrtmodell. Das heißt, hier messen wir jetzt die Kräfte und bestimmen. Und diesen Propeller, den wir jetzt messen, da kann ich jetzt noch ein Geheimnis verraten, der wird dann zu einer Versuchsanstalt in den Niederlanden nach Wageningen geschickt. Wir müssen natürlich vorher wissen, was er tut und dann wird da das größte Schiff, was je mit Voith-Schneider-Propellern gebaut werden wird. Ich bin da sehr optimistisch. Das wird dann 220 Meter lang sein. Das ist ein Schiff für die Installation von Windturbinen in Asien. Und das werden wir jetzt hier, die Propeller werden hier voruntersucht. Das ist eher unser kleiner Propeller. Und wir können jetzt bei stehendem Schiff messen, bei schwimmendem Schiff und wir können gucken, wie das Wasser angesaugt wird. Ich würde sagen, Stefan, du startest mal. Jawohl. So. So, jetzt beginnen die Propeller zu laufen. Du siehst, man kann, Patrick, man kann sehr schön, und der Rolf, der lässt jetzt mal Tinte laufen. Und das ist eine ganz simple Methode, aber die zeigt schön, wie die Strömung, von wo das Wasser angesaugt wird. Und wenn wir noch einen Schiffskörper haben, lernt man da sehr viel. Einfach und effizient, ja, einfach mit Tinte sich anschauen. Guck mal, der saugt auch von unten die Strömung an, wie das so läuft. Das ist wirklich höchst interessant, auch wie das so reinschwimmt. Ich denke, das ist schon mal wirklich eine tolle Sache. Und jetzt werden die Kräfte gemessen, die Leistung, die Antriebsleistung. Das heißt, wir haben alle Informationen zum Wirkungsgrad. Ach, von oben sieht man gar nicht so viel aufgrund des ja. Sprudels. Aber
von oben sieht man, aber wir können jetzt mal, Rolf lässt die Tinte und wir gehen mal ein Deck tiefer und gucken mal von unten, das ist auch interessant. Guck mal, hier sind auch noch weitere Modelle. So, hier können wir jetzt auch von unten gucken und sehen, wie die Tinte läuft. Weißt du, das ist schon klasse, dass man da wirklich sich klar machen kann, wie läuft sowas überhaupt. Und das ist eine tolle Methodik und wir lernen eben sehr viel daraus, wo müssen wir was ändern, wo gibt es Schwachstellen. Das ist eben ein tolles Tool, wie man so sagt, um Propeller zu verbessern. Ja, Patrick, dann können wir noch mal hochgehen, weil jetzt geben wir mal Gas. Jetzt lassen wir mal den Tank anlaufen. Und jetzt sind wir ja bei stehendem Schiff. Jetzt ziehen wir ja mit voller Kraft. Und Stefan, dann wollen wir mal den Motor starten. Ne? Den Tank schon gestartet. Ah ja, jetzt wird der Tank in Bewegung gesetzt und jetzt kommt eine Umströmung dazu. Genau, wir fahren jetzt 1,5 Meter pro Sekunde, wenn es dann soweit ist. Ja. Es beschleunigt gerade. Genau. Währenddessen ihr beschleunigt, guck mal, hier sind so Kameras angebracht. Da sind zwei, da sind auch zwei. Das ist nicht Big Brother, sondern das dient dazu, wenn ein Schiff sich da kommt, die Kamera verfolgt diese Kugeln und dann können wir gucken, wie ein Schiff rollt, bewegt und so. Kurz zeigen, Schiffsbewegung, ja, genau. Also das ist, das ist zur Bewegung, zur Messung von Schiffsbewegung. Rollen, stampfen, tauchen. Mal verloren, weil ich mich außerhalb vom Messbereich befinde. Aber das ist der gleich wieder ein. Also dann, und deswegen haben wir die Kameras. So, jetzt sehen wir kriegen jetzt schon langsam Fahrt drauf. Und ja, jetzt Rolf kann noch mal mit der Tinte. Jetzt ist natürlich so, jetzt muss Rolf auch ein bisschen mehr Tinte machen. Und jetzt sieht man schon auch, wie die da reinläuft. Ne? Dann, genau. Und jetzt messen wir eben also wir lassen die Drehzahl konstant und messen dann für verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten. Und dann haben wir alle Informationen, was so ein Propeller dann auch im Schiff tun würde. Das ist mega interessant. Ich bin total geflasht. Ja, so soll es sein. Das ist, ich finde das, ich komme mal etwas näher, ich finde, das ist eine ganz tolle Mischung aus Ingenieurskunst und Spieltrieb. Ja, genau. Also ich muss sagen, das trifft's gut. Ich mach das schon mein Leben lang, so Modellversuche, schon als Student. Also schon seit 1984 mache ich Modellversuche. Und immer wieder bin ich auch selbst fasziniert, wie spannend das ist und auch nach so vielen Jahren noch. Ich habe 2 Töchter, als sie klein waren, wenn die mich dann auf Arbeit besucht haben, dann waren die auch fasziniert und immer, wenn Bekannte da waren, dann hat man gesagt, also mein Papa, der spielt den ganzen Tag mit Schiffen, wenn die sowas sieht machen. So aus, und also. genau. Das ist schon ein Traumjob, oder? Ja, genau, finde ich auch. Ja, Du hast ja auch, wir haben uns ja gestern Abend schon kennengelernt, du hast ja auch promoviert über den Voigtschneider, richtig? Genau. Ich hab da wirklich viel Herzblut dran und ich habe den Propeller zum ersten Mal in der Vorlesung kennengelernt und war so begeistert, wie du schon sagtest, geflasht, dass ich dann sagte, komm, das ist ein Promotionsthema und habe dann ein Berechnungsverfahren erstellt und Modellversuche gemacht und seitdem habe ich mein Berufsleben lang Voigt-Schneider-Propeller gemacht. Ja, wer hätte das gedacht, dass du irgendwann mal der Herr der Entwicklung von Voigt-Schneider wirst. Ja, also wir sind natürlich ein tolles, großes Team. Da gibt es eben noch eine Konstruktionsabteilung, eine Vertriebsabteilung, eine Projektierungsabteilung, einen Einkauf, Commercial, Vertrag und so weiter. Also, dass so ein Propeller tatsächlich gebaut wird. Also die hier im Kern dran arbeiten, das sind so um die 160 Leute, muss man sagen. Und dann gibt es natürlich die Fertigung, die Zulieferung und so. Aber die ich jetzt aufgezählt habe, das ist schon ein tolles Team, was super funktioniert.
Einige sind schon sehr interessiert von den Zuschauern. Gibt es irgendwie so eigentlich ein kleines Modell, was man so kaufen kann? Ja, das ist ja dieser Graupner, den wir unten gezeigt Nee, ich haben. meine nur vom Antrieb, so, also so einfach als Anschauungsobjekt. So Nein. Leider nicht. So als Nein. Merchandising quasi. Nein, aber das können wir mal drüber reden. Ja. Deswegen, aber was ich gesehen habe, im Chat hatten da schon welche geschrieben, also wer sich mit 3D-Druck beschäftigt, es soll wohl 3D-Druckdateien geben. Also da Das könnt ihr selber euch dann einen drucken und zusammenbasteln. Das kann ich mir gut vorstellen, genau. Ja. Guck mal, dahinter, da siehst du noch, also hier vorne ist ein Modell, haben wir was untersucht, dahinter ist so eine Platte, siehst du? Ja. Die macht was ganz Besonderes, aber vielleicht Stefan, kannst du das mal erläutern? Ja, und zwar, das ist unser Wellengenerator. Wir können hier entweder eine Umlaufgeschwindigkeit erzeugen im Tank oder das Ganze mit unserem Wellengenerator blockieren. Dann können wir Wellen erzeugen. Allerdings nur Wellen oder Strömungsgeschwindigkeit. Beides gleichzeitig geht nicht. Ja. Aber die Wellen sind eben wichtig für dynamisches Positionieren, da steht das Schiff ja mehr, oder die Rollbewegung können wir reduzieren, das wird dann da getestet. Korrekt. Genau, und Stefan, der hat da hier, wenn wir da, Adela, vielleicht können wir mal hier rauf gucken, da sieht man mal so, aber Stefan, du kannst mal sagen, was ist das Ergebnis deiner Messung? Also momentan, wie es hier steht, Messung-Freifahrtdiagramm. Ich messe quasi die Kennlinie eines Flügels, ja, und hier kann man verschiedene Messsignale sehen. Ich messe die Drehzahl, das Drehmoment, das wird dann umgerechnet auch gleich in die Großausführungsleistung, parallel dazu natürlich die Längs- und die Querkraft, und das Ganze wird dann als Modell-Messgröße erfasst und wird dann auch gleichzeitig in die Großausführung umgerechnet nach dem Maßstab. Ja. Und später wird dann, wenn alles bereinigt ist, entsteht dann dieses Diagramm, und anhand diesem Diagramm kann man dann später den Betriebspunkt von einem Ford-Schreider-Propeller ideal abstimmen auf ein Schiff. Man kann dann sehen, bei welcher Fahrtgeschwindigkeit ist der Wirkungsgrad am besten. Das ist das hier, dieses Freifahrtsdiagramm von diesem Versuch hier. Und da sehen wir schon das Ergebnis dann. Genau, das ist schön dargestellt. Du hast übrigens einen Namensvetter im Chat. Ach ja? Es gibt ja einen Dirk Jürgens. oder ist das jemand zu Hause mit deinem Account? Nein, das glaube ich nicht. Das wird dann wohl der Namensvetter sein. Na, dann herzliche Grüße an den Namensvetter. Ja, wie lustig. Ja, super interessant. Also vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Das ist echt, wow. Ja, der Tank ist schon klasse, und ich muss sagen, wir hegen und pflegen ihn auch. Also Voith hat sehr schnell begriffen, dass so ein Tank wichtig ist, und hat bereits den ersten Tank, der war noch auf der anderen Straßenseite, schon in den 1930er Jahren gebaut. Das war ein sogenanntes Gerinne, und dieses Gerinne, das hatte dann aber irgendwann Schwächen bekommen. Und dann haben wir gesagt, oder unsere Vorgänger natürlich, dieser Tank wurde 1962, 63 gebaut. Ach, so alt ist er schon. Ja, aber der ist ständig modernisiert, der wird gut erhalten, der hat neue Antriebe drin. Also das ist ein hochwertiger Edelstahl, der hält ewig, und ansonsten hegen und pflegen die Kollegen den. Das heißt, wir machen Wartungsarbeiten, wir haben neue Antriebstechnik, also die Messtechnik, die Antriebstechnik ist alles sehr modern. Inklusive, dass zum Beispiel ein Filter, also so ein Wasser, das könnte ja veralgen, aber weißt ja, früher hat man da vielleicht irgendwelche Chemie genutzt. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir haben Bypassfilter und filtern dann alles raus, dass wir hier wirklich sehr umweltbewusst auch agieren. Ja. Dann erstmal vielen Dank. Darf ich dir das Mikro wieder abnehmen? Sehr gerne. Und dann kommen wir so ganz langsam zum Ende. Wollen wir vielleicht runtergehen noch einmal? Da ist von der Akustik ein bisschen besser. Ja, das würde ich auch sagen. Das ist hier, und dann aber das, glaube ich, war jetzt schon ganz gut geplant, dass wir mit der Einführung mal erklären, was VSP ist, und jetzt. Dirk, ich bin völlig begeistert, wie das hier geplant ist. Also du hättest auch sowieso die ganze Sendung alleine machen können. Also ein ganz dickes Lob, weil ich meine, Technik zu beherrschen ist ja das eine, aber Technik zu erklären, da gehört dann auch nochmal ein Talent zu. Und ich finde, du hast das sensationell gemacht. Oh, vielen Dank. Ja, und ich meine, da müssen wir an meine Kollegin Adela das Lob weitergeben, weil die hat hier die Planung gemacht und war ja mit dir auch in Kontakt. Und die Kollegen, muss ich wirklich sagen, die haben sich auch alle gefreut, dass du kommst und uns dann in diesen YouTube-Kanal bringst. Und wir freuen uns auch über alle Fragen. Und das ist schon, So,
Vielleicht stellen wir uns so, dass wir das Modell im genau, wir Hintergrund gehen haben. nochmal zum Modell. Dann kann man das so sehen, das ist vielleicht ganz interessant, genau. Ach so, hier sieht man auch mal vielleicht so eine Fäden, man kann auch mit Fäden die Strömung sichtbar machen. Okay. Und nicht nur mit Tinte, sondern dann sieht man, wo die Strömung ablöst und so. Das sind leichte Wollfäden und die richten sich dann nach der Strömung aus. Das sind ganz simple, aber sehr effiziente Methoden. Also wir machen natürlich sehr viel Computertechnik und so weiter, aber wir machen eben auch traditionelle Sachen. Okay, ja, also das war jetzt unheimlich viel. Wir konnten jetzt auch nicht alle Fragen beantworten. Ich hoffe, wir haben sehr viele beantwortet. Vieles ist ja auch quasi durch die Moderation und durch die Erzählungen beantwortet worden. Viele von euch haben natürlich auch ein bisschen später eingeschaltet. Also ich glaube, es lohnt sich, eventuell nochmal zum Anfang zu gehen, sich das von vorne anzuschauen, um halt auch einmal das Grundprinzip von dem Voigt-Schneider-Propeller zu verstehen. Kurze Frage, kann man das wieder, diesen Stream, kann man den finden? Genau, der bleibt erhalten. Ah, ja. Also dann ist es quasi ein normales Video. Ach so. Und ich werde da nochmal sogenannte Kapitelmarker reinsetzen, dass man dann diese Blöcke hat, Theorie, Simulator, Montagehalle, Versuchstank. Dann kann da später ein Zuschauer direkt hinspringen. Ab wann wird das denn? Sobald ich ausmache, ist das, Ach so, das ist, also ist sofort on the fly verfügbar. Ich frage jetzt nämlich, weil Kollegen, die jetzt Meetings hatten oder die sagten, Mensch, wir würden auch mal ganz gerne reingucken, Nein, können wir aber nicht, aber dann können die verfügbar. auch mal, genau. Das ist ja wirklich... Genau, also du wolltest einen Flügel haben. Ich hatte gesagt, ein geringes Entgelt, aber das Entgelt hast du schon gegeben, nämlich das ist deine Einschätzung. Der ist für dich, dass du an uns zurückdenkst und das ist ein Flügel für einen 160er Modellpropellerkollegen, ne? Genau. Und ja, den kannst du nicht im Laden kaufen. Wow! Den gibt es auch nicht bei eBay. Den werde ich in Ehren halten. Ja, genau. Also und dann, bis in alle Ewigkeit, der wird vererbt. Ja, genau. Und mit dem wurden sicherlich schon viele Versuche gemacht. Und genau, ja, der ist für dich. Also ganz, ganz dickes Dankeschön an das ganze Voigt-Team. Ja, also ja. ich muss auch dazu an der Stelle nochmal, ganz wichtig, es heißt Voigt. Nicht Voigt. Ja, ich war auch etwas unsicher, weil wenn man mit dem einen oder anderen spricht, manche sagen Voigt-Schneider, andere sagen Voigt. Und auch nochmal für alle, die gerne oder die Freunde der genauen Sprache sind, Voigt-Schneider-Propeller ohne Bindestriche. Ganz, ganz wichtig. Genau. Ja? Als Unternehmen achtet man da natürlich ein bisschen drauf, weil da sind auch Marken und so weiter, ist halt angemeldet. Ja? Nur bevor das halt jemand von euch dann irgendwie falsch ausspricht. Ja, also Dirk, Adela, vielen, vielen Dank. Gerne, sehr gerne. Das war hochgradig interessant, es war hochgradig informativ, es war kurzweilig, es war exzellent vorbereitet von euch. Ich glaube, das ist ein absoluter Highlight-Stream bei uns auf dem Kanal. Von daher kann ich mich nur tausendfach bedanken. Wir bedanken uns. Auch ein ganz, ganz dickes Dankeschön an euch da draußen, an die ganzen Zuschauer. Also vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Die Uhrzeit war natürlich jetzt für viele zum Live-Gucken nicht so ideal. Trotzdem habe ich gesehen, dass die ganze Zeit um die 1600 Leute zugeschaut haben und live waren. Ich hoffe natürlich, dass sich das viele im Nachgang nochmal angucken. Und ja, das im Prinzip auch so ein bisschen als Anschauungsvideo dann dient zur Funktionsweise vom Voigt-Schneider-Propeller und natürlich auch der Firma Voigt. Ganz, ganz lieben Dank auch an alle, die eine Kanalunterstützung rausgehauen haben. Ich habe gesehen, es kamen auch ein paar Spenden rein, ein paar Mitgliedschaften. Ich glaube, ihr habt Verständnis dafür, dass ich heute nicht auf jede einzeln eingegangen bin. Das wisst ihr, aber es ist so wahnsinnig interessant gewesen. Da ging nichts anderes. Ja, und natürlich auch wieder ein dickes Dankeschön an unsere Moderatoren, die im Hintergrund vor allem hier ein paar Fragen rausgesucht haben und mir die rübergeschickt haben. Also ich glaube, es war eine ganz runde Sache. Vielen Dank, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Vielen Dank auch von uns, ja, an die Zuschauer.